Ein Hallo auf Twitch und auf YouTube. Ich scheiß gerade auf den Counter, ganz ehrlich. Ich hab Bock zu spielen und habe keine Lust, hier ewig nur rumzusitzen und nichts zu tun. Die gute Phoenix, ich wünsche dir nochmal ein frohes Neues. Ich wünsche an allen anderen da draußen ein frohes Neues, selbst wenn ihr das erst etwas später sehen werdet auf YouTube. Trotzdem, ich hoffe, alle sind gut reingerutscht. Ich habe auch gestern schon oder heute früh noch gesagt, bevor ich aufgehört hatte mit meinem Silvester-Neujahr-Stream, dass es ein wunderschönes Jahr war, was wir hatten. Ein wunderschönes halbes Jahr, wo ich Affiliate war. Hallo Keks, frohes Neues dir auch. Sivonas, frohes Neues. Frohes Neues. Sehr schön. Auch an euch nochmal danke, dass ihr die kurze Zeit oder auch die längere Zeit mit am Start wart, das letzte Jahr über. Ich freue mich sehr. Und jetzt können wir mit den neuen Streams sozusagen anfangen, in diesem Jahr, was frisch angefangen hat. Ich hoffe, die werden genauso lustig, bescheuert und keine Ahnung, was wie sonst auch. Dankeschön für deinen Sub, Dankeschön. Herzchen, vielen, vielen Dank. Dann wieder mit dabei am Start hier in unserer Truppe. Sehr schön, freut mich. Da haben Stück und Regenwolf gestern auch noch geballert gehabt. So, jetzt aber. Die gute Phoenix hat nämlich noch 2 Sachen eingelöst. Einmal Leckerchen für Katze, die jetzt hier schon um meine Beine rumschlawenzelt. Und dann Leckerchen für mich. Ich bin also gleich wieder am Start. Wartet mal. Du musst klettern. Ja. Jetzt ist er agil. Sie hat gelernt, dass es Leckerlis da oben gibt. So tolle Menschen müssen einfach unterstützen. Oh, du bist so lieb. Dankeschön. Und jetzt Leckerchen für mich. Ich habe noch die Kekse von gestern. Die müssen mal weg. Seht ihr sie gut? Ja, oder? Da frisst sie. Da. Da. Dankeschön, die sind. Wann habe ich die gemacht? Am 30. Das Jahr hat erst angefangen und der Monat auch. Nein, Spaß beiseite. So, ich werde erst einmal das hier fertig machen, was wir beim letzten Mal angefangen haben, bevor ich mich um irgendwelche Nebenquests kümmere. Und es gibt noch ein anderes Questchen, was wir machen können. Das war das mit den Karten, aber die läuft nicht aus. Das hier ist noch etwas, was ausläuft, aber da haben wir noch 4 Tage Zeit. Und so wie ich meinen Streamplan für die Woche gestalten möchte, können wir das aber auch noch bei dem nächsten Stream dann machen. Das würde ich dann auch direkt am Anschluss, also direkt dann machen, bevor ich dann mit den ganzen täglichen Quests dann anfange, würde ich sagen. Aber erstmal hier weiter. Ah, it looks like you found yourself a partner. Ja. The event is just about to start. I will now reveal the item you'll be looking for in the first round. Wenn das so eine Flasche ist, dann hat es irgendwie Ähnlichkeit mit so einer Kuhmilch. It's called Dongo Milk. Ooh. Ich lag mit Milch nicht so verkehrt. Dongo Milk? Kloßmilch müssen wir bestimmt selber machen. Correct. Tomoki was kind enough to provide us with his Dongo Milk, and it has been hidden somewhere in the Chinju forest. The path will be marked with signs to guide you, but some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. Ja, ein ganz mysteriöses Item. Now, if you're ready, then you may begin. We don't want anyone to beat us to it. Let's go! Ich sehe schon Ito aus irgendeiner Ecke springen. Okay, dann suchen wir mal die komische Milch. Ich kann nicht springen. Ich muss laufen. Is it just Paimon? Or does Chinju Forest feel a little gloomier than before? Einbildung. I haven't sensed anything particularly different. How about I tell you a story?
Once in my wandering travels, I came upon a bridge, and I had been told that an ominous presence awaited those who crossed that bridge at Wie er night. hin und her rennt. It was said that there were a pair of lovebirds who tragically fell into the water below and perished. Oh. Their grieving spirits converged around the bridge and were never dispersed. So, I picked a night to cross the bridge. And as I was crossing, I heard some voices. Irgendwie romantisch, oder? And then? I stopped and listened for some time and realized it was a couple disguised as ghosts who blackmailed passers-by for their belongings. They were arguing over how to split their ill-gotten loot. Huh. After hearing that, Paimon doesn't feel so scared anymore. Genug geredet? Okay. Ach, deswegen sind wir auch so langsam gerade gewesen. Hä? Ach, Ito. Boah, Ito, die Sau hat dir überall Schilder aufgestellt. You have no idea how long I've been waiting for this. Let's go, Ushi. Huh? Who's there? Weird. That short guy doesn't look very scared. Come on, Ushi. Show him what you got. That's what I'm talking about. You scared now? So that's what's going on here. In this case, it might just be better to pretend to be scared. Genug geschauspielert? I'm also curious about what's over there, but we should continue following the signs for now. Ja, es sind nur 3 Richtungen. It seems we'll be the first to find it. Der führt was im Schild. Oh Gott. Das neue Jahr hat erst angefangen und wir kommen schon mit solchen Sprüchen hier. Why do you say that? I can sense a sweet aroma on the wind. The dango milk should be nearby. Really? Let Paimon have a look. Oh, you're right! There it is! Wir stehen direkt davor. Yippee! Who would have guessed we'd be the first ones? Ja, die Sprüche sind halt doof und gut zugleich. What's that scarecrow doing here? Careful. It's standing up! Is it alive? Das ist nur eine kleine Vorrichtung, sonst nichts. What? Oh. Well, it sure worked on Paimon. Paimon ist die Einzige, die Schiss hat. But that should be the end of it, right? There doesn't seem to be anything else around here. It seems the test wasn't as scary as I'd anticipated. However, I've enjoyed the experience together with you. Now that we've found the dango milk, we can head back the way we came. Da läuft jemand. Schattenhafte Gestalt. What's the matter? Is there something over there? Ich habe eine Bekannte gesehen. Ah, I see. So she is at the test of courage too. To avoid any unnecessary complications, I'd prefer not to meet with her. You may pass on my regards. There's a lot of dango milk here. I'll take half of it back and leave the rest to you. Till we meet again. Wir müssen uns doch nicht trennen. Trennen ist ganz furchtbar bei sowas. Haben wir das nicht in Horrorspielen gelernt? Mist, warum nur halbnackt und nicht ganz, bitte was? Hey? Whoa, it's really you! What are you doing here? Oh, hello. Miko told me about the Test of Courage event taking place here. I thought I would come and have a look. Ah, so that's why you're here. So what do you think of the test of courage? Are you having fun? It's more or less the same as I remember before. I wasn't scared by anything, but on the contrary, some of the event participants were horrified the moment they saw me. Ach nee. Oh, that Miko. Did she send A here to scare people on purpose? Ja, das musst du Phoenix fragen. Gut möglich klingt nach etwas, das sie gerne tun würde. If that's the case, it feels like A isn't really experiencing the event like everyone else. Oh, Paimon has an idea. We'll give you a bottle of the dango milk we just found. That would make you a winner in this round, too.
Ah, yes. Isn't that the dessert drink we had the last time we met? Sure, I'll take one. Actually, I've sensed a familiar feeling ever since I arrived here. It's brought some old memories to mind. Huh? A familiar feeling? Have you been down to the beach by any chance? Da waren wir noch nicht. Weil da I waren wir was schon. just strolling nearby when I noticed a space at the beach with a familiar game set up on it. Ein I Spiel? took a brief look, and it appeared to be a game where you control flippers hovering in the air to strike a ball and hit some positioned elemental cubes. Ach so, Flipper. Oder so ähnlich. Wo es sagte, da läuft jemand halbnackt rum. Nein, eine schattenhafte Gestalt, habe ich gesagt. I saw the game was called Akitsu Yugen. I'm guessing it originated from Akitsu Hazura. The thought of that game caused me to recall some things from the past. Du hast auch nur das, was du hören willst, oder? Akitsu Hazura? What's that? It's a game where you use Hagoita to hit a ball towards a set target. It was once quite popular during festivals. Makoto also enjoyed playing Akitsu Hazura when she was alive. Yakiako was still around at that time, and nights in Inazuma were much more lively than they are Na now. ja, na klar. The yokai would hold festivals from time to time, gathering to drink, laugh, and play music. Oh, does that mean you could eat the delicious festival food whenever you liked? Yes. The yokai called their celebration the Mikowa Flower Festival. Makoto and I attended it once. She found it particularly fascinating. Sadly, the past has all but vanished. But seeing a game like that again does make me feel happy. Immer. Sounds like it could be fun. Paimon would like to play. If you're interested, you can go to the beach and give it a try. It was still being set up when I was there earlier, but I assume it should be ready soon. Yay! I shall return to Tenshukaku. Miko told me that the test of courage consists of 3 rounds, so please, keep up the effort and give it your best until the end. Ich denke, das Spiel wird bestimmt auch Teil dieser Mutprobe sein hier. Considering you two, I think you should have no problem making it to the end. Oh, of course. I know you can do it. Good luck. Paimon doesn't remember hearing anything about a game on the beach from Mayato. You think that activity is also planned by the Ashiro Commission? Oh, the more Paimon thinks about it, the scarier it feels. Oh, this whole test of courage thing is keeping Paimon on edge. Tja, dann musst du sie fragen, ob sie mehr auszieht. Anyway, the first round of the event should be finished by now, so let's head back. So, ab zurück. Nächsten Teil der Mutprobe. Aber Ito, das war schwach mit der Probe. Das war sehr schwach. Woo! So, what'd you think? Do I know how to scare people or what? Sie sind schlecht. Oh, what'd Paimon think? Du hast nur Paimon erwischt. Paimon was hiding behind you the entire time, so Paimon didn't really notice Ito scaring us at all. Paimon will leave this one to the Traveler. So, was Ito scary or not? Schwer zu sagen. Inzwischen bist du schon zum Experten mutiert. Naja, schwer zu sagen. Wait, what? No way! Listen, every time I made my move, I scared the living daylights out of everyone. Nicht bei uns. Even I had no idea I possessed such talent. But this is just what I needed to hear. Now I'll show them. The gang will know just how terrifying their leader can be. Anyway, I've already figured out which path they'll be taking, so let's wait nearby and scare the pants off them. Now things are getting interesting. You ready? We've got people to scare. Wenn er meint. Ach, Mann. Hilf Ito, Leute zu erschrecken. Ich denke, wir machen die Mutprobe. Ich will nicht Leute erschrecken. Na gut, wenn es sein muss. Shh, I think we're getting close.
Come on, come on, come on. We can't let them see us. Oh, here they come. So, how are you going to scare them, Ito? Easy peasy. We'll wait for them to get real close, and then we'll jump out and shout together. They won't know what hit them. Huh? What are we, a bunch of kids now? Bedenklich. Hey, don't underestimate me. It may sound simple, but I know exactly what'll scare them. Ich prophezei voraus, dass Ito eins in die Fresse geschlagen bekommt. The gang's probably moping along on their way back, saying things like, "This is boring," and "Let's go home." But it's dark and their guard is down. Now's our chance. Having the three of us suddenly come flying out of the bushes is gonna scare them real good. Before they come to their senses, we'll already be halfway to our next ambush spot. Das klingt halbwegs vernünftig. Gedanken eines Genies. Shh, you hear that? Someone's coming. It must be them. Ich glaube, es gibt bessere Methoden als das, aber okay. Wir lassen ihm seinen Spaß. All right, I'll count us in. Ready? We jump on 0. 3, 2, 1. Er hat gesagt bei 0. Und jetzt zählen sie vorwärts. Das funktioniert nicht. Ah! Wait, you're not... Würde er denken, das ist ein Überfall. Ich habe eher das Gefühl, dass gleich Ito sich in die Hosen macht, wegen den Masken, die sie aufhaben. Das in der Mitte ist ein Kappa. Das sehe ich, aber ansonsten... Oh, ein Kätzchen. Ich mag die schwarze Maske der Katze. Die ist voll cool. Killerfrohes Neues. Also in der Mitte ist ein Kappa. Rechts weiß ich gar nicht, wie die nochmal hießen. Und links ist eine Nico. Eine schwarze. Ghosts! Alles gut, alles gut. Wait, hold on a second. Did you see that? They were definitely not human. Das waren Masken. So all the strange rumors about the test of courage are true. Oh, what should we do? Do you think the ghosts are coming after us? Ach, Paimon. Oh, Paimon. I didn't expect you to be such a baby. Du hast auch geschrien. Glaube ich. You're one to talk. You were the first to start running. Don't make fun of Paimon. Nein. Den Charlie, den ich am Leben erhalten sollte, der ist Matt geworden. Und wir sind danach mit den beiden Mädels, die noch übrig waren, in so einen hell beleuchteten Raum vom Killer gekommen, der so zylindrisch aufgebaut ist. Aber da habe ich dann aufgehört. Gute Arbeit. Ja, super, dankeschön. Ich habe den verdammt falschen Knopf gedrückt. Das hat mich so geärgert. Ja, die Katzenmaske war echt süß. Die war cool. Well, you shouted ghosts, so my instinct to escort you two to safety kicked in. After all, real ghosts are terrifying. My skills are completely useless against them. Warum also nicht weglaufen? Oh, because I just realized that they were also running from us. Which means they were afraid of us too. And if that's the case, then there shouldn't be anything to worry about. Now that I've calmed down, I'm starting to wonder if they were actually ghosts. They might have been people dressed up as ghosts to scare us. Könnten es Leute sein, die von der Yashiro-Verwaltung geschickt wurden? Das waren fucking Kinder, Leute. Oh, definitely not. No, during the event, I took a little walk around the Chinju forest and saw all the gimmicks that the Yashiro Commission had set up. Those three weren't from the Yashiro Commission, but they did seem a little familiar. Come on, let's go back there and take a look. Huh? Now you want to go back? But there's still a chance that they were real spirits, right? If we go back now, they might try to eat us. Komm, Paimon wirkt gerade mehr als Geist als alle anderen, weil sie verdammt gleich ist. Prost. Strecken. Oh, Strecken tut gut. Oh, it's all right, Paimon. If you're scared, you can stay here. Traveler and I will go investigate. Ja, wir sind gut reingekommen. Bin dann etwas müde gewesen. Dann habe ich gesagt, ich höre jetzt auf und habe auch relativ gut geschlafen, aber nicht so lange.
Die haben halt noch bis 4 geballert bei mir. Really? Oh, that'd be great. Aber Kätzchen tut so, als wäre nie was gewesen und putzt sich. Oh, right. The last mystery novel Paimon bought from Yai Publishing House had a plot just like that. Ja, ich bin wieder knackig, genau. During the investigation, whoever said I'm not going would always be the next victim. Na, bei mir komischerweise ist es immer so, bis 2 wird durchgeballert. Dann hast du so eine Stunde Ruhe oder 2. Und dann fangen sie dann gegen 3 oder 4 wieder an. Dann haben sie die zweite Ladung parat. Und wie ich so schön auf einem Discord-Bereich gesehen hatte, hat jemand auch geschrieben, eigentlich kein Geld für irgendeinen Scheiß, aber 500 € Raketen in die Luft schießen. Dafür haben sie das Geld. Dann kommen die Halbstarken raus, ja. On second thought, Paimon's going with you. Don't you ever leave Paimon behind! Ever! It looked like they were running that way, but it's hard to say exactly where they went, so let's split up. But then you'll be all alone, which according to the mystery novels is super dangerous! Don't worry about me. Once my rear's in gear, I'm not afraid of nothing. Ja, schön. Heißt, nur weil du keine Angst vor irgendwas hast, das heißt es nicht, dass dir alleine nichts passieren kann. Paimon has a bad feeling about Wunderkerzen sind aber schön. Die sind entspannt. They scared you that bad, huh? Huh. Looks like they really do have a knack for spooking people. Wobei ich aber das Gefühl habe, dass die Länge der Kerzen immer gleich bleibt, aber der Anteil davon, der abbrennt, immer kürzer wird. Aber okay. Also von der Produktion her. Ich nur Kerzen. Ich habe Glückskekse gehabt. Ganz viele. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch wieder einlösen nochmal. Just for fun, was ihr noch zu ziehen werdet. 14 sind noch da. This time, I'll capture him and learn their art for scaring people. Anyway, I'll catch you around. And there he goes, running off and talking to himself. Again. Do we really have to go? Wir gehen und schauen einfach nach. Hier zu bleiben bringt uns auch nicht weiter. Kann ja nur schlechter werden. Let's go take a look then. Weißt du noch, was du hattest? But the second we see anything scary, we make a run for it. Got it? Und weiter geht's. Stimmt. Well, we've already walked all the way here. Deswegen das Cover dahinter. Böse. Schon wieder eine Krähe. Was haben wir gelernt, bringt den Tod. Wonder where those 3 went. Paimon didn't see them anywhere. Die haben sie auch aufgeteilt, oder? Oh, maybe Ito was right. Maybe they've been hiding. Huh. Seems like they're not scary after all. Na, das erste zählt ja auch für das neue Jahr. Das andere wäre jetzt so just for fun, was ihr ziehen würdet noch. Paimon hat ihren inneren Schweinehund überwunden. Paimon fühlt sich wieder ganz normal. Hey, listen up, you 3 little wimps. Paimon can already see you guys, so just come out and show yourselves. Das war komisch. There's someone actually here. Paimon's scared again. Also das Outfit sieht nice aus, aber wer bist du? Don't do it, Chizuru. You can't give in to your desires. Others will suffer for it. You mustn't make the same mistake. Just hold on a little longer. You've already come all this way, right? Excuse us. Did you happen to see 3 rascals pass by here? Let Paimon tell you what they look like. Sie scheint etwas zu vergraben. Are you talking to me? To someone like me? Hi. You have no business coming here.
You shouldn't be anywhere near me. Ich habe so langsam das Gefühl, wir knüpfen da an, wo wir vorhin beim Stream aufgehört haben. If you value your lives, you must leave immediately. Otherwise, your souls will be trapped here forever. Vor uns. I won't warn you again. Now, away with you! Be gone! Aber ihr Kimono sieht nice aus. Die Luft ist erfüllt von seltsamem Blumenduft, du wirst von Müdigkeit ergriffen. Hey, Traveler, wake up! Hey, so mein Guter! Wieso bin ich... Nice Special Effects. Also, es sah cool aus, definitiv. Ein junger Detektiv, der bei der Tenryo-Verwaltung arbeitet. Er sieht höflich und wohlerzogen aus, aber in Wirklichkeit hält er sich bei der Arbeit nie an starre Regeln. Aufgrund seiner reichen Erfahrung bei der Untersuchung von Fällen wird der Leiter der Polizeistation bei einem schwierigen Fall immer sofort an Heizo denken. Er selbst sagt jedoch, dass er sich bei der Untersuchung von Fällen nie auf seine Erfahrung verlässt, sondern auf seine Intuition. Kein Wunder, dass er immer so selbstbewusst aussieht, das ist vielleicht die Gelassenheit des Genies. Mitfühlender Analytiker. Thank goodness you're okay. Du siehst nicht aus, als gäbe es ein Problem. Wow. Was bringt dich hierher? Before we get to that, I think someone needs your attention first. Please don't eat Paimon. Paimon doesn't taste very good. Oh nein, oh Palmer, tut mir leid. Oh. Please avenge Paimon. Komm, wach auf, wach auf. Oh. Einmal knuddeln, bitte. Are you here to rescue Paimon? Oh, Paimon. Okay, das hat sie mir jetzt gerade echt, die hat echt Schiss gehabt. Oh, and Hazel's here too. What happened to that scary person just now? Did you manage to defeat her? A scary person? Eine sehr seltsam gekleidete Person, eine sehr seltsam sprechende Person. Na gut, nur weil es eine Person ist, heißt es nicht, dass sie sprechen kann. Und gekleidet hilft wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter. Okay, I see. Ach ja? I only found the two of you passed out here when I arrived. There was no one else around. What happened? Tell me all the details. Du erzählst Heizo, was gerade passiert ist. As I suspected, there appears to be something more behind this test of courage event. But let's get back to your original question. I haven't told you the reason I'm here. Wahrscheinlich will er das genau untersuchen. The truth is, I was commissioned to come here for an investigation. You were commissioned? That's right. Some time ago, a peculiar game was discovered on the beach. A peculiar game on the beach? Oh, could it be the Akitsu Yugen game that A mentioned? Ah, so you've heard of it. The game quietly appeared some time ago and has since attracted some players. Apparently, it's very interesting. Ja, dann lass uns da mal hingehen. There was no one on the beach other than visitors and tourists when the game appeared. Imagine it like this. A stall suddenly appears on the street with no owner. And stranger yet, it could operate normally without anyone supervising it. People at the beach can start the game simply by talking to the bulletin board. Could it be run by ghosts? Some tourists started to say that, and the rumor began to spread, until it became a full-blown ghost story. The further that story spread, the more plausible it seemed, causing people to be unwilling to go anywhere near the beach. Oder sind sehr neugierig geworden, sind trotzdem hingegangen. The Tenryo Commission wanted to close the beach in order to investigate the situation and dispel the rumors. But before they could do anything, the Yashiro Commission organized the Test of Courage event here. People that were initially scared by the rumors began to believe that the beach game was actually a preview event planned by the Yashiro Commission for the Test of Courage, so visitors have gradually returned again. But I'm quite positive that the game never had anything to do with the Yashiro Commission. Wait, so the Yashiro Commission were fully aware of all the spooky stuff going on, but they still decided to hold their event here? Ja, wahrscheinlich, um es besser zu untersuchen, ohne dass es auffällt. But Ayato must be one of the smartest guys we know. What the heck was he thinking? Who knows? But I'd rather trust tangible evidence than speculate on his thoughts. As for my commission,
Apparently someone reported that they found themselves trapped for hours on the beach while playing the game. According to his own account, he kept returning to the same location no matter which way he went, and even though his friends were nearby, they couldn't see him. That sounds so scary! Even though it was obvious that he wasn't telling me the whole story, the testimonies of his friends did validate that what he said actually occurred. Okay. On top of that, it was also this very incident that led to all the ghost rumors. No one dared to go near the beach until the Yashiro Commission announced the test of courage. Who set up the game on the beach? And why did the Yashiro Commission help them cover it up? I need to uncover the truth, so I'm here to investigate. Anyway, don't mind me. Working together will only raise suspicion, so I'll undertake my own investigation for the time being. Wir hatten ihn aber nicht zur Auswahl gehabt für die Mutprobe, oder? However, please proceed with caution. Based on my observations, most people are still unaware of anything happening here. Telling people that something's amiss might cause quite a stir. Ansonsten hätte er uns wahrscheinlich direkt darauf hingewiesen. Damit ist es freigespielt, richtig? So, es gibt 3. Ei und Heise haben beide von diesem mystischen Spiel gesprochen. Geh an den Strand und sieh es dir an. Okay, Moment. Akitsu Yuge und Ei und Heise haben beide diesen Namen gesagt. Wollen wir es uns anschauen? So, das heißt, damit ist jetzt die Hauptreihe durch, oder? Wenn mein Geld da ist, will ich dir das Paket schicken. Bräuchte noch mal deine Adresse. Die schicke ich dir dann, ja? In der Pause oder so dann. Kann erst die Hauptmission fertig machen, aber jetzt zum Minispiel gehen. Die Hauptmission ist noch nicht durch. Das war der erste Teil, okay. Warte mal. Wo ist denn die Quest dafür? Ach, hier, Schauermärchen. Nee, ich muss erst das andere machen. Ich muss erst mal dahin, weil solange es blockiert. Follow the wind. Ja, alles klar, Phoenix. Das hier ist der Ort von Akitsu Yuge. Genau wie Ei gesagt hat, scheint es schon wieder zu beginnen. Aber Paimon kann hier wirklich niemanden sehen. Heiso meinte, wir bräuchten nur mit der Anzeigetafel sprechen. Dann würde das Spiel beginnen. Lass es uns mal versuchen. Rauchen ist nicht gut. Naja, manche brauchen es. Ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, es gibt weitaus Schlimmeres als das. Natürlich müssen wir vorsichtig bleiben. Es wäre furchtbar, hier gefangen zu werden. Bei Akitsu Yuge musst du zu Beginn den Fertigkeitsball über das Abprallbrett nach vorn schießen. Wenn ein Fertigkeitsball nach dem Auftreffen vom Abprallbrett zurückprallt, Gott, dieses ganze Prallen hier, und sich das Abprallbrett zur gleichen Zeit bewegt, ändert sich auch die Abprallrichtung des Fertigkeitsballs entsprechend. Vor Beginn der Herausforderung kannst du im Vorbereitungsmenü Yuge-Strategien auswählen, um Boni für die Herausforderung zu erhalten. Ein Teil der Yuge-Strategien muss... schön, dass du von Paimon einfach weiterläuft. Muss vorher durch das Abschließen bestimmter Level freigeschaltet werden. Durch das Abschließen von Leveln im Albtraummodus werden manche der Yuge-Strategien verstärkt. Aber ich denke, sie wird auch nur gesagt haben, wir sollen uns das weiter angucken oder so. Anhand des Elementartyps der aktuell das Abprallbrett kontrollierenden Figur verleiht diese dem Abprallbrett das entsprechende Elementattribut, das dann an den Fertigkeitsball weitergegeben wird. Bei Akitsu Yuge können aktuelle Figuren der Elementartypen Pyro, Hydro, Kryo und Elektro dem Abprallbrett ihr entsprechendes Elementattribut verleihen. Also Feuer, Wasser, Elektro, Eis. Solange sich auf dem Spielfeld eine Mindestanzahl an Yuge-Blöcken befindet und der Fertigkeitsball
erfolgreich getroffen wird, verschießt das Abprallbrett Feuerwerkskugeln nach vorn. Feuerwerkskugeln, die Jugelblöcke treffen, richten an diesen eine bestimmte Menge Schaden an. Verwende diesen Umstand, um schwer zu treffende Jugelblöcke zu zerstören. Beim lockeren Modus von Aki zu Yuge kannst du dich im Einzelspielermodus anderen anschließen, um an der Herausforderung teilzunehmen. Im Mehrspielermodus kannst du einen Spieler in deiner Truppe einladen, die Herausforderung mit dir gemeinsam zu bestreiten. Der Albtraummodus ist nur im Einzelspielermodus verfügbar. Der wäre ansonsten ja auch anscheinend zu einfach. Ja, ich möchte daran teilnehmen. Na, wir gucken mal. Knuspriges Sakura-Mochi. Oh ja, Sakura-Mochi. Eine Aki-zu-Yuge-Herausforderung mit dem Thema Elektroblöcke. Über das Spielfeld verstreute lila Blöcke lassen dieses wie ein Sakura-Mochi aussehen, was in ansehnliche Stücke geschnitten wurde. Naja. Das knisternde Geräusch beim Zerbrechen der Blöcke lässt erahnen, dass es sich hier um eine knusprige Süßigkeit handelt. Aber ich muss die Figur noch selber wählen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt das Thema Elektro haben, was wäre denn da als sinnvoller Elementtyp? Ah, die hier unten sind außen vor. Wasser darf ich nicht benutzen. Na, gut zu wissen. Aber Anemo und Geo hilft mir ja dann auch nichts, oder? Ich habe immer verschiedene genommen. Nur Elektro, Pyro, Kryo und Hydro machen Sinn. Na, dann nehmen wir zweimal Elektro. Ich denke mal auch, die Level sind auch egal in dem Falle, richtig? So, was haben wir denn? Kollisionsreplizierer. Für jeweils 30 Kombos, die der gesamten Kombozahl hinzugefügt werden, wird ein zusätzlicher Fertigkeitsball beim nächsten erfolgreichen Treffer mit dem Ball in eine zufällige Richtung nach vorne verschossen. Wenn die Anzahl der auf dem Feld befindlichen Bälle bei der Einzelspieler-Herausforderung kleiner als 3 ist. Bei der Herausforderung für 2 Spieler wird die Obergrenze der Anzahl der Fertigkeitsbälle auf dem Spielfeld auf 4 und die erforderliche Anzahl der hinzugefügten Kombos auf 50 angepasst. Wird eine Wand bei der Einzelspieler-Herausforderung an der unteren Spielweltbegrenzung erschaffen. Wenn der Fertigkeitsball auf die Wand auftrifft, prallt er von dieser ab. Die Wand bleibt 6 Sekunden lang bestehen. Bei der Herausforderung für 2 Spieler wird die erforderliche Anzahl der hinzugefügten Kombos auf 60 angepasst. Phoenix will noch einen Glückskeks. Ne, dann machen wir mal einen Glückskeks. Seht schon, ich nehme morgens zur Arbeit angebrochene Glückskekse mit. Eine Meinungsverschiedenheit lösen Sie diplomatisch. So, das haben wir auch. Starten. Nachdem es zwischen einem Fertigkeitsball und dem Abprallbrett zur Reaktion über Laden kommt, erhält dieser den zerstörerischen Effekt Sprengung. Beim Auftreffen auf einen Jugelblock kommt es zu einer Explosion, die Jugelblöcken in einem bestimmten Umkreis Schaden zufügt. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und einem Jugelblock zur Reaktion über Laden kommt, wird der zerstörerische Effekt Sprengung ausgelöst. In einem bestimmten Umkreis wird Jugelblöcken Schaden zugefügt. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und einem Jugelblock zur Reaktion Supraleiter kommt, wird der zerstörerische Effekt Blockbohrer ausgelöst. Beim Auftreffen auf einem Jugelblock prallt der Fertigkeitsball nicht mehr ab, stattdessen bewegt er sich unverändert weiter und zerstört auf seinem Pfad alle Jugelblöcke, auf die er trifft. Direkt. Dieser zerstörerische Effekt endet, sobald der Fertigkeitsball auf dem Rand des Spielfelds trifft. Also reicht, wenn ich einfach nur gegenlaufe. No. Okay, ich habe eine Wand erzeugt. Das war gut.
Gerettet. Nein! Oh Gott. Mann, habe ich Glück mit der Wand hier. Der ist weg. Okay, Combo weg. Ja, okay, der ist weg, aber... So. So, oha, die mit meiner Zimmer... Vielleicht. Ich musste gerade auch ein bisschen daran denken. So, einmal beenden. Wenn du jetzt zu Elektro wechselst, wechseln auch die Kugeln, wenn sie berührt werden. Ja, muss ich mal machen, tatsächlich. Oh, gleich 2 Belohnungen, nice. Warte mal. Unendliche Verfeinerung? Ich habe nur 10 Reservebrälle. Ist das diese maximale Herausforderung? Also die Albtraumversion oder nicht? Und muss ich die machen? Später gibt es noch einen dritten Modus an anderer Stelle. Aber die sind nicht zwingend erforderlich, oder? Für Urgestein soll ich es machen. Dann ziehen wir es hinterher. Was haben wir da? Also mit Extraball würde ich ganz gerne wieder. Die Wand hatte mir gute Dienste geleistet. Ein Ordensball erzeugt. Wenn du den Ordensball mit dem Abprallbrett einfängst, erhältst du 100 Punkte. Also das sind mir nur Zusatzpunkte. Wird erweitert nach Wechsel. Aber Bewegungsgeschwindigkeit ist gar nicht mehr so schlecht. Ist auch nicht so schwer, okay. Dann gucken wir mal. Ach, ich habe den Dingens da bekommen. Neue Yugi-Blöcke erzielen, begrenztes an möglichst hohe Punkte. Okay. Einfach zwischendurch wechseln. Na, einer verloren. No. Oh Gott. Oh Gott. Das war doof.
Wenigstens muss ich noch keinen Reserveball nutzen. Ob das Bonuspunkte bringt? So, bestanden. Sehr schön. Ah, okay. Dankeschön. Kriege ich tatsächlich noch was. Schließe knuspriges Sakura-Mochi im Schwierigkeitsgrad unendliche Verfeinerung mit einer Punktzahl von mindestens 4500 ab. Oh, da hat mir nicht viel gefehlt. Probieren wir es nochmal? Komm, wir probieren es nochmal. Ja. Ich wollte das alleine machen. Abbrechen, dankeschön. Einzelspieler. Das ist alles noch ausgerüstet, das ist sehr schön. Probieren wir es nochmal. Einer geht noch. Oh. Ja, natürlich 12 einmal. Okay, wir haben es zumindest. Sehr schön. Aber man muss ein bisschen reinkommen. Ein bisschen besser ist gut. Ich habe hier 3000 Punkte mehr gemacht. Sehr schön. Mitnehmen. Dankeschön. So, zweite Runde. Ach, dieser mit Wasser. Dieser bringt mir kein Feuer. Es ist halt immer die Frage, was sich dann hier mehr lohnt. Aber ich glaube, Elektro ist eigentlich immer ganz praktisch. Gerade wenn ich sehe, dass da sehr viel mehr Wasser ist. Überspannung beim Auftreffen auf den Yugi-Block leiht dieser den Yugi-Blöcken in einem bestimmten Umkreis das Elektro-Element. Okay.
Achso, hier wird kurz angedockt. Okay, dann kann ich selber abfeuern. Na, mal gucken. Ja, natürlich. Ich glaube, hier passt eigentlich, wollte ich gerade sagen, Wasser mit Elektromisten. Das war ziemlich unterhaltsam. Hey, was ist das? Das war doch eben noch nicht da. Wann ist das aufgetaucht? Was ist das jetzt? Das ist bestimmt auch ein Teil von Akitsuyuge. Wollen wir hier reingehen und nachsehen, Fiona? Das ist Flipper, im Prinzip nichts anderes. Da hinten ist die Albtraum-Variante. Kann das sein? Jetzt darf ich Feuer mitnutzen? Na dann. Einmal alles. Hinzugefügt werden, erhältst du zusätzlich 80 Punkte. Beim nächsten erfolgreichen Treffer breitet der Fertigkeitsball 20% schneller ab. Dieser Beschleunigungseffekt ist bis zu 3 stapelbar. Oh. Aber muss ich es machen? Wenn sich auf dem Spielfeld weniger als 10 Yu-Gi-Blöcke befinden, werden nach einem erfolgreichen Treffer mit dem Ball 8 verstärkte Feuerwerkskugeln vom Abprallbrett nach vorn verschossen. Mal das hier mit. Also schon wieder Urgestein. Ja, okay, hab verstanden. Jawohl. Nein! Gott. Wie viele Punkte muss ich machen? Weiß das gerade jemand?
Okay, bei jedem Durchgang, ich bin jetzt schon wieder besser. Okay. Dann ist es wirklich easy. Schauermärchen. Achso, jetzt muss ich erstmal Schauermärchen machen, okay. Dann gucken wir aber trotzdem da drüben mal eben rein. Hier ist es. Wie es da drin wohl aussieht? Lass uns mal nachschauen. Dann glupschen wir mal. Schwätzender Elektromagier. Höchstpunktzahl noch nicht bestanden. Okay. Dieser Kerl scheint sich völlig unsicher zu fühlen und hat deshalb eine ringförmige Barriere aus Elektroblöcken aufgebaut, hinter der er sich eingesperrt hat. Wenn man den passenden Winkel findet, um einen Fertigkeitsball abzuschießen, kann dieser in die Schutzzone eindringen und ihm eine blutige Nase verpassen. Also Bossfights. So, was haben wir? Hauptsächlich Elektro. Ja, nehmen wir von jedem einen, was soll's. Na, da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Versuch diese Eigenschaft dazu auszunutzen, den Fertigkeitsball mehrfach zwischen deinem Gegner und den Elektroblöcken hin und her springen zu lassen, um ihm große Menge Schaden zuzufügen. Bei lockerer Modus und Albtraummodus auf dem Schwierigkeitsgrad unendliche Verfeinerung ist die Zahl der Reservebälle begrenzt. Sobald der letzte Fertigkeitsball unten aus dem Spielfeld fällt, wird dieser als verloren angesehen und die Anzahl der Reservebälle wird verringert. Sobald die Anzahl der Reservebälle auf 0 fällt, gilt die Herausforderung als fehlgeschlagen. Ist ja noch nicht passiert. Ja, möchte ich. Dankeschön. Wir werden sehen. Mal gucken. Kann ihn noch abschießen. Voll getroffen. Und ich muss ihn nur besiegen, oder? Eisige Miso-Suppe. 4 Elemente. Also dafür muss ich die anderen Spiele abschließen. Okay. 4500 wieder, okay. Ja, okay. Das ist aber machbar. So, dann können wir jetzt wieder... Ich teleportiere mich mal hin. Das hier weitermachen. Und, was habe ich hier noch? Achso, das sind nur die Sachen zum... mit Regelbuch und so weiter. Nee. Oh, der guckt voll traurig. Der Arme. Vielleicht noch ein paar Punkte einkassieren, sehe schön.
Ach, Ito ist schon wieder am Start. Hey, you guys finally made it. Wow. I was searching for hours. Still didn't see any sign of those three, so I decided to come back. How about you? Find anything? It's kinda hard to explain. Wir haben uns ablenken lassen von einem Flipperspiel. Wie er darauf wohl reagieren wird. Jedenfalls haben wir die 3 Typen nicht mehr gesehen. I see. So you came up empty-handed too. Wir haben uns nicht verlaufen. Well, it doesn't matter. I already came up with a new plan. What plan? Shinobu told me a saying after she got back from studying in Liyue. It went something like, the something by day becomes, something by night? Es lautet, ein jagendes Insekt konnte den Vogel hinter ihm nicht bemerken. Yeah, that's what I said. Come on, keep up. Das ist das, was ich sagte. Anyway, I was so focused on scaring people last round that those 3 dressed up as ghosts caught me completely off guard. But not this time. Oh no, I'll be hiding nearby and waiting for those 3 to emerge first, and then I'll nail him with a surprise attack. You 2 just gotta keep playing it natural and join the contest. Got it? Okay, see you later. Oh mein Gott, er ist so kindisch. Wait, Ito! He ran off again. Ich weiß schon, warum ich mir eher einen Song Lee der Kimakura-Bezug besorgt habe. Es muss nur noch rankommen. Well, his plan does make some sense, at least. Let's go talk to the Shrine Maiden so we can join the second round. Schauermärchen. Warte, heißt das, dass Kasua gleich wieder Geschichten erzählt? Ja, habe ich. Congratulations on winning the first round of the test of courage. Und zwar das, was man mir gezeigt hatte. Now you're one step closer to the dark, messy truth. But is that really a good thing? Das Schöne ist, die eine Seite ist dann prima für Besuch, weil man nicht so viel sieht, und mit der anderen kann ich nachts kuscheln. Das ist schön. Hey, cut the nonsense! What we just saw was super terrifying! Oh, really? Good to hear. Hearing the word super terrifying is exactly what all us event organizers would like to hear. No, that's not what Paimon means! Something mysterious is also happening here, not just the event! So what? You've heard the stories about the test of courage, haven't you? Everyone who participates in the event faces a variety of emotions. People are afraid of seeing their innermost fears appear before them, and yet they still seek the thrill of experiencing those fears. So, isn't it natural for us to have things in the dark and deathly silent forest to help fulfill that experience? Just like the grinning monster standing behind you right now, waiting for you to turn around. Ah, really? Lass dich nicht betrügen, da ist gar nichts hinter unserem Rücken. I knew a little trick like that wouldn't be enough to scare you off. So, congrats on passing this test. The second round of the test of courage will begin shortly. Have you found your partner yet? Huh? But don't we already have a partner from the last round? Yes, your team's outstanding efforts certainly won you the last round. So it's understandable that you'd want to pair up with your previous partner. But unfortunately, you must find a different partner for each round of the event. Schweinerei! If you don't have a partner by the time the next round begins, then... Yeah, Paimon already knows. If we don't have a partner in time, then we'll be disqualified. Let's ask around and see if there's anyone looking for a partner. Okay, wir sprechen erstmal mit den Mädels und dann weiß ich ganz genau, mit wem ich die Truppe machen werde. So, wo stehen sie denn alle? Das ist Nummer 1. Hey, traveler. Paimon. I had a feeling you two would be here. Oh, Yoimiya! You're here too? Mm-hmm. I was also here for the first round, but I arrived a little early, so maybe that's why I didn't see you. By the way, I heard you were the winners. Impressive. I eventually found the hidden dongo milk too, but it was already too late.
Actually, Paimon still doesn't know how we managed to find it. Wir sind den Schildern gefolgt. Paimon was just hiding behind her the whole time, and somehow we won. Traveler, you never told me you were so good at this sort of event. You were keeping it a secret, were you? Anyway, would you like to pair up with me? We'd be an amazing team. With us working together, the second round will be a piece of Lass mich cake. nochmal drüber nachdenken. Oh, I understand. You have to put some thought into choosing the best partner. You did already win the first round after all. But I'm definitely no pushover when it comes to the test of courage. I've been to loads of these events. Und anscheinend hast du jedes Mal verloren. Besides, choosing me means you'll have one less tough competitor to deal with. Anyway, give it some Wie thought. kannst du stark sein, wenn du verloren hast? Gute Frage, nächste Frage. So, wo haben wir denn die anderen? Da ist er. Wo ist die Kleide hin? Die stand bei einem Baum. Ach, da ist sie. Wow, die hat sich ja richtig versteckt. You found me. Das wird anstrengend. Hey, Sayu. Are you here for the test of courage too? Yes. She looks like she just woke up. Oh, nope, wait. She's actually trying to fall asleep. The test of courage is too scary, so I keep my eyes closed to not feel scared. But as soon as I close my eyes, it's really easy to fall asleep. During the first round, a big bull-headed beast leaped out of nowhere and scared me half to death, so I ran and hid behind a tree. Ito, du bist ein Arsch. I closed my eyes and tried to hide for a while, but it was really dark and I fell asleep. By the time I woke up, the round was already over. Okay, wäre sie in The Devil in Me mit am Start und würde einschlafen, sie wäre definitiv das erste Opfer. A big bull-headed beast? Oh, wait, that sounds like Ushi. Now, no one wants to partner up with me for the second round. Oh, poor Sayu. Wait, but why would you join the test of courage in the first place? Oh, because I heard that being frightened causes you to grow taller. Was? Man wird größer, wenn man sich erschreckt? Also so oft, wie ich mich gestern erschreckt habe, müsste ich ein paar Zentimeter gewachsen sein. What kind of silly idea is that? That's just a load of baloney. I wasn't sure if it was true either, but since I heard it could help people grow taller, I decided to give it a shot. Well, Sayu doesn't have a partner yet. Should we team up with her? It's okay. No rush. I came here for my own reasons anyway. I'll try to overcome my fear and sleepiness. Respekt. But if you do want to partner up, just let me know. Also sie ist definitiv süß, ja. Keine Frage. Aber wir haben Sexy Boy am Start. Ich will viele Dates haben hier. Hey there! Congrats on winning the first round of the test of courage. Toma! Wait, were you also a contestant in the first round? I sure was, but I couldn't shake this constant feeling that someone was secretly following me the entire round. Was soll das heißen, Phoenix? He didn't seem to be from the Yashiro Commission, and I was concerned that he might be out to stir up trouble at the event, so I tried to capture him. I didn't expect him to run so fast. I gave chase for a while, but I couldn't keep up. And before I knew it, the round was over. Mhm. Is there a chance he wasn't there to cause trouble? Maybe he was just trying to scare people. Oh, irgendjemand kocht hier was Leckeres. Es riecht sehr, sehr lecker. Coming all the way to the test of courage to scare people? Well, I guess the world is full of all kinds of weirdos. Anyway, I'm gonna be sure to show everyone my abilities in the second round. Oh, Paimon remembers you once mentioned you liked Kaidan. Yeah, that's right. Once I really get into it, you might find me to be your toughest competitor. I'm only kidding, of course. I'm not here for the prizes, just to have fun.
My lord has granted me a rare vacation, so I'd rather spend my time relaxing than worrying about some contest. Speaking of which, have you found a partner yet? Would you like to pair up with me? Ja. Really? Thank you. I can't guarantee we'll be able to win the second round, but I'll do my best to help. Let's give it our best shot. Gestern roch das ganze Haus hier nach Essen, glaube ich dir. Und ihr hattet lecker Raclette, das ist voll scheiße. Also scheiße nicht, aber du weißt, wie ich es meine. You appear to have found a partner. Let's see if you can repeat your luck from the first round. Natürlich. Though, whether winning should be considered good luck or not is debatable. Anyway, I will now reveal the item you'll be searching for in the second round of the test of courage. It's a fan. Ich brauche einen Fan. Phoenix, bist du am Start? A fan? You mean like the thing we use to keep cool when it's hot out? Correct. The fan was personally selected by the Yashiro Commissioner himself and has been placed somewhere in the Chinju Forest. Dann schnappe ich mir Phoenix und stelle dich hier hin. Haben wir schon gewonnen. Fan halt. Bin am Start, sehr schön. There will be signs to guide the way, but beware. The darkness that lurks in the forest is drawing nearer. Remember, if you can't go on any further, you can always give up and live to see another Aber day. ich hab meinen Fan doch schon im Chat. We'll never give up. Let's go! Ich hab doch schon gewonnen. Ja, dann gucken wir doch mal. Jetzt wird er bestimmt auch gleich nochmal eine Geschichte erzählen oder so. Ja. Did something fall down here? Käfer! Oh, it's Simone Kabuto. Don't worry, this species is very docile. They're not nearly as scary as they look. Wir reiten einen If Käfer. anything, they're more scared of us than we are of them. Let's leave them alone and they'll eventually climb back up into the tree. Nein, ich will die einsammeln. Und ich kann Käfer reiten. Ich muss dich echt mal besuchen, dann machen wir Raclette. Oh ja, bitte. Also ich hatte seit Jahren irgendwann mal wieder das erste Mal Raclette gehabt bei meinem Vater. Aber ich würde es gerne wieder essen. Ich habe aber kein Raclette-Set da. Toma? Did you hear that? It sounded like a rattling sound. Ah, it seems to be coming from the shrine over there. Yeah, you're right. Please, wait here for a Ey, moment. komm mit. I'll go check it out. Be careful, Toma. Warte. The sound doesn't seem to be coming from the inside of the shrine. Maybe it's from behind? Huh? Kätzchen. Hallo. Oh, it's just a little cat. How did you end up here, Are you hungry? Just a second. I have some dried fish with me. Here you go. Oh, Katzen füttern. Leckerli für Kätzchen. This doesn't seem to be the right way. Let's try another Ach, path. es gibt sogar falsche Wege. Deswegen. Okay. What's that following us? Is it a floating lavender melon? Huh? Where? Ah! You're right! That was the last thing I was expecting to see. How did they manage that, I wonder? Das heißt, theoretisch wäre es... Now's not the time to worry about that. Just run! Ich hätte die falschen Wege mitnehmen sollen. Dann hätten wir noch mehr Text gehabt. Oh no. Care to take a break and have some snacks? You're so relaxed, Toma. You act like we're just out on another hike. I brought some homemade sushi and onigiri that I Oh ja, prepared. her damit. Would you like some? Ja. Yes, please. Would you guys like some sushi too? Huh? Why do these statues seem to be staring at Paimon? Wait, are these statues supposed to be facing Ja, this way? Paimon, alles gut. And the candles went out. Is there something scary happening here too? Anyway, here's the Sushi. sushi. Forget the sushi! Run! Gut, wir laufen. Good thing these lanterns are here. They sure make the path a lot brighter. You think so?
Da ist der Fächer. Dann gehen wir erstmal alles andere ab. I don't think there's any reason to worry. Despite what the lanterns look like, whoever placed them here probably didn't mean any harm. Believe me, there's plenty of other options if they intended to cause us harm. All right. Ich will das hier alles Let's mitnehmen continue, jetzt. shall we? Killer hat mir das nicht gesagt, das ist voll scheiße. Huh. I didn't expect to find a stall here. Do they have anything to eat? I'm not sure. The owner's nowhere to be seen. Now that I look at it, this stall is pretty dirty. The wood seems to be pretty Dass ich die old, Sackgassen and it's caked mitnehmen with müsste. dust. Ich hab voll viel verpasst. Guess I'll have to spruce it up a little. Also die Sackgassen mit, Another stall? It sure looks familiar. Wait, isn't this the same stall we saw earlier? Wie geil ist das bitte? Wait, where are you going? Nein! Ich hab mich nicht verlaufen. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ja, ich nicht. Jetzt ist die Frage, habe ich es versaut oder muss ich es nochmal machen? Ne, beginn die zweite Runde, okay. You appear to have found a partner. Though, whether... Anyway, it's... A fan? correct. There will be some... We'll never give... Dann normal. So, dann muss ich noch mal schauen, wo ich noch nicht war. Did something fall down here? Ja gut, das kann ich jetzt ignorieren. Oh, it's Simone Kabuto. Don't worry, this species is very docile. They're not nearly as scary as they look. If anything, they're more scared of us than we are of them. Let's leave them alone and they'll eventually climb back up into the tree. Ja, aber dann muss ich noch in diese Richtung. What's that following us? Is Da it a oben war ich noch floating nicht. lavender melon? Huh? Where? Ah! You're right! That was the last thing I was expecting to see. Wird Kaso halt direkt in die How did they richtige manage Richtung that, I gelaufen. Now's not the time to worry about that! Just run! This isn't what we're looking for. Oh, and Paimon thought we had it. Is it just Paimon? Or is there an eerie shadow over there? Oh, yeah. That wasn't there when we arrived. Reminds me of a kaidan I heard. Das ist eine der Kiddies. Once upon a time, there were 4 children who used to play together every day until Das one ist day, Kappakind. one of them mysteriously vanished. The remaining 3 children searched high and low for their friend, but were unable to find him. Then, one day, while the children were chatting, one of them suddenly showed a creepy smile and said, "He's back." The other 2 were confused until they followed the child's pointing finger to the ground, only to see 4 shadows. Ah! It's the ghost! The ghost came back! Run, kids! Hey, come on. No need to get so worked up. It's just a kaidan story. Let's keep going. Aber wie hat man dann den Schatten da einfach mal so hin platziert? Das ist die Frage. Care to take a break and have some snacks? You're so relaxed, Toma. You act like we're just out on Was habe ich another mit hike. Kasu verpasst? I brought some homemade sushi and onigiri that I prepared. Weißt du das noch? Would you like some? Yes, please! Would you guys like some sushi too? Huh? Why do these statues seem to be staring at Paimon? Wait, are these statues supposed to be facing this way? And the candles went out. Is there something scary happening here too? Anyway, here's the sushi. Forget the sushi! Run! Ja gut, aber ich glaube, die Effekte hier, die Gruseleffekte werden ja gleich geblieben sein, denke ich. Nur Reaktionen eine andere. Ah, this must be the fan we're looking for. Seems we're the first to find it too. Our luck's not so bad after all. Let Paimon see! Oh, it has fireworks printed on it, so it must be for some sort of festival. Huh. Paimon thought Ayato
Ito would choose a folding fan. You know, like the kind Ayaka usually uses. You're right. This fan doesn't appear to be something my lord would usually use. Anyway, let's head back now that we found it. Wonder if Ito's still out trying to capture those 3 from earlier. Paimon's a little worried about him. Why don't we have a look around? Are you planning to stay here? Then allow me to take the fan back. But remember, you're only 1 round away from taking home the grand prize. Make sure you get yourselves ready and give it your best shot. Okay. I've got you now! Just run! Don't worry about me! Ich mache eine kurze Pause und dann gucken wir mal gleich mal rein, was da los ist. Also bis gleich. There were stories told by your mother by the fireside. There is magic all around us, making sure when we sleep we are safe and we're sound. You're the island and I am the storm. When the night comes you hear my war. Oh, I follow my heart on the road that I'm on. Oh, but no matter what, I know where I belong. Shadows that you cast, like the stars above, leave without a trace once morning light has come. Where you are right now, I've not a single clue, but still I cannot stop thinking of you. Times that I lost hope, times that I stood tall. In our journey here, my heart has seen it all. So as long as you had been standing by my side, I knew that I would always be alright. So, ich will weg von Doppel B und Doppel A. Ich möchte bitte mein S haben. Du wirst noch viel erleben, du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ein Digimon wird dich begleiten, der beste Freund in allen Zeiten. Ihr seid ein Team. So, bin wieder zurück. Und ja, singen, ich weiß, aber meine Stimme macht leider nicht mit. I'm sorry. Ha! Don't underestimate this, Sony. None of you are getting away today. Hey, it's Ito! It looks like he captured those 3 we were looking for. Let's go see. Wow, Ito, you really captured them! Da sind immer noch Kiddies. Seriously, why didn't you run when I told you? What are you saying? We couldn't abandon you. Yeah, that's right. So just get on with it. If you're gonna eat us, then you'll have to deal with all 3 of us. Auf einmal. We won't back down, even if we're already in your stomach. Ja, ja, Gesundheit geht vor. Es ist halt echt bescheuert, wenn man Husten hat und die Stimme dadurch dann angegriffen ist, weil sich das einfach alles scheiße anhört. Und dann, ich habe teilweise dann privat dann versucht zu singen, weil ich ganz gerne singen wollte. Aber das ist A, viel zu anstrengend und B, hört sich das echt katastrophal an. Und es tut eigentlich dann nur noch weh. Who said we were going to eat you? Wait, are you the ghost of something tasty? And Ito, why are you so quiet all of a sudden? I have a weird feeling that I've seen these 3 somewhere before. Ah, I know! These are all creatures from the Ultimate Yokai Field Guide that Granny used to show me. There's Yoko, Kappa, and Hitotsume Kozo. They're all yokai!
Werd ich machen, werd ich machen. It sure took you long enough to notice. Well, we recognized you right away. You're an Oni, aren't you? Jo, ist er. According to legends, Oni are grouchy, extremely strong, and crush other yokai into balls to eat them up. Oh, that's the most ridiculous thing I've ever heard. Who came up with that? Besides, you're the ones people are scared of, hiding behind bushes and scaring people off the road. What are you trying to do here? Don't think I didn't see you, following her around and conjuring up all sorts of weird, scary stuff. Ach so, die sind für die ganzen Geisterphänomene verantwortlich. Aha! So it was you three. No, we weren't trying to scare anyone. We were just trying to, No. Immer raus mit der Sprache, vielleicht können wir euch helfen. Really? You're not No. mad? Even though you scared the daylights out of Paimon a few times, it doesn't seem like you were doing it on purpose. Anyway, let's hear your side of the story, and Paimon will decide whether or not to forgive you. Well, the truth is, we were planning a festival. Ich liebe ihre Maske immer noch. Die Maske ist so cool. One hosted by the yokai. The humans are also welcome to attend. Mikawa Blumenfest. Ah, the festival that A mentioned. Mikawa Flower Festival. Huh, that does ring a bell. Oh, right, it used to be hosted by the top yokai. I heard it was supposed to be a lot of fun. I mean, not as fun as my almighty Arataki Great and Glorious Drum-Along Festival, but still. Yes, the Mikawa Flower Festival is our aspiration. But we know that our festival doesn't deserve that name. The times of Yakiyako are long gone. We're just a bunch of little yokai living in the wilderness. As you can see, we lack the necessary yokai powers to put on such a grand festival. But we're determined to still reach out to humans and express our gratitude. Huh? Gratitude? What do you Nein, mean? ich will die Maske ihr nicht klauen. Die passt zu ihr. You see, we live in the wilderness and are frequently attacked by monsters. They would come and stir up trouble on our land, forcing us to hand over our food. Sometimes they would even get rough and leave us injured. But later, many human adventurers came into the wilderness and drove off the monsters, allowing us to live in peace. I get it now. You want to repay the favor, but your powers are too puny. Hey, don't let it get to ya. You might be a bunch of pipsqueaks, but you're all solid yokai in my book. Wenn das mal so einfach wäre, wäre schon nice. So, are you the ones who set up the Akitsu Yugen game on the beach? Yup, that was us. Have you tried it yet? Isn't it fun? We drew inspiration from the legendary Akitsu Hazura. It took a lot of yokai power to set it up. After that, we didn't have much yokai power left, so we set up some stalls in the forest to add to the festival atmosphere. We were just following you to see your reactions. Is the Akitsu Yugen really that important? Why did you spend all of your yokai power to build it? Paimon would have taken the Traveler for a big meal if you had set up more food stalls. Really? To be honest, we've never met a human before, so we had no idea what you would like. So, eben Nase geputzt. We focused on building the Akitsu Yugen because of a legend we heard. Ah, I know the one. It's the story of yokai meeting a human during a festival hundreds of years ago. It's said that long ago, a human samurai once stumbled across the Mikawa Flower Festival. Oh, der sieht gut aus. What's a human doing here? We erected the barrier, didn't we? What a pain. The yokai at the festival began discussing how to drive away the human. When suddenly, I heard a voice. This is our festival.
And the point is to have fun. What difference does it make if a human joins us yokai? The speaker appeared to be a prominent figure among the yokai, and when he spoke, the other yokai fell silent. You there, young man. Do you drink sake? Yes, I do. Ha! Then join us. We can enjoy tonight's festivities together. And so, the yokai and samurai celebrated together. The two competed in the highlight of the festival, the Akitsu Hazara. Their spectacular game ended in a draw, and a new friendship was forged. I can't believe a human could keep up with me. Witnessing the dynamic powers of the yokai will certainly help hone my swordsmanship. You're a swordsman? Oh, yes. I'm currently traveling the world in search of formidable opponents. Then let's make a deal. We meet for a duel every 10 years. What do you say? I look forward to it. The Mikawa Flower Festival is meant to bring happiness to all who attend, and Akitsu Hazara is a symbol of friendship. Ja, die sind echt so süß teilweise. Und ich muss sagen, mir hat der Stil gerade mega gut gefallen. Du hast halt wirklich so Anime-like diese Geschichte erzählt bekommen. Nicht so, wie es bei den manchen anderen Passagen war, wo dann die Figuren dann immer nur so platziert sind und die Geschichte dann von außerhalb erzählt wird, ohne Dialoge groß, sondern, ja, wie soll ich das sagen? Nee, tut mir leid, I'm sorry. Ja, wie sage ich das denn? Das, was wir halt vorher immer schon so gesehen haben, wenn wir storytechnisch was beendet haben, hauptstorytechnisch, dann haben wir immer diese zwar Anime-like-Passagen gehabt, aber eher so platt gedrückt und immer nur so posenweise. Also die haben sich dann posenweise hingestellt, aber haben sich nie wirklich bewegt gehabt. Und hier hast du jetzt wirklich so Szenen gehabt, die halt richtig animiert sind. Und das fand ich eigentlich sehr cool. So hätten vielleicht die anderen Szenen vorher auch sein sollen. Das wäre vielleicht noch mal ein bisschen cooler gewesen. That's why, when we decided to hold the festival here, setting up Akitsu Hazara was our first priority. Unfortunately, the real Akitsu Hazara has been lost to time. What we created is a version of the game we heard about from a wandering merchant, so we changed the name to Akitsu Yugen. Ich habe gehört, dass es einst jemand im Akitsu Yugen gefangen wurde. Yeah, but that wasn't us. We have no idea what could have gone wrong. We closed Akitsu Yugen a while ago and carefully checked it for any issues. But we didn't find anything wrong with it. Maybe it was just some strange mishap caused by our unstable yokai power at the time. They don't look like they're lying. And believe me, I know a liar when I see one. Maybe it really was just an accident. After that incident, people stopped coming to the attraction. Okay, wenn der Dialog fertig ist, mache ich den Tee, ja? Later, a human man with blue hair appeared and walked around the area. He had a piercing gaze. I almost felt like he could see us. But then he turned and quickly left without saying anything. It wasn't long before large numbers of people began coming to the Chinju forest. And visitors were playing Akitsu Yugen again. It was wonderful. A human man with blue hair? Das muss Ayato gewesen sein. Now that you mention it, the fan that Ayato chose is the same kind that's used at a festival. Do you think that he knew about the yokai when he decided to hold the test of courage here? Ich habe sogar um Mitternacht noch die heiße Zitrone gemacht, als wir die Viertelstunde kurz Pause gemacht hatten. Und hab den dann auch noch getrunken. Hab's eingelöst. Oh, so my bro Ayato is here for the test of courage too? Or maybe he's here to catch Oni Kabuto. Ha! Had I known that, I would have brought the one I caught a few days ago to battle him. Wow! Ito's still clueless about who Ayato really is. Sagen wir es ihm besser nicht. Well, anyway, seems like all the strange things we saw earlier were caused by these little yokai, not ghosts. What a relief. And now that we know what's happening, the test of courage doesn't seem that scary after all. Hey, you want to hang out with humans, right? I totally get that. After all, we yokai are becoming a rare breed these days. If all we do is isolate, we'll only feel more lonely.
So why don't you let this Oni do you a favor, hmm? See, I'm a yokai too, right? And I'm already a natural in human society. I bet there's not a single person in Inazuma who hasn't heard of Arataki, the one and only Ito. Come on, let's go. I'll show you around. Now that Paimon doesn't feel so scared anymore, maybe we can walk around the area. The yokai said they wanted to host a festival, but Paimon was too busy having the bejeebers scared out of her to pay any attention until now. Come to think of it, Paimon remembers seeing some festival-related items on the beach. Let's head over there and take a look. Maybe we can help out. So, wir müssen da wieder runter. Dann schicke ich euch noch mal kurz in die Pause. Ich mache den Tee eben fertig und dann bin ich gleich wieder da. Ich doch. Aber ich habe keine Quest mit Wir werden uns wiedersehen. Es kann natürlich sein, wenn ich das Zwischenkapitel fertig habe, dass dann die Quest entsteht. Das kann sein. Oder dass ich erst Kapitel 1, 4. Akt fertig machen muss. Das kann auch sein. Okay, dann wird es aber dauern, weil ich werde erst eigentlich das hier machen. Dann eigentlich auch das Zwischenkapitel hier. Und dann das erste Kapitel noch weitermachen. Ach so, lol, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin dumm. Lassen wir es einfach so stehen. Shadows that you cast, like the stars above, leave without a trace once morning light has come. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one... Thinking of you. Times that I lost hope, times that I stood tall. In our journey here, my heart has seen it all. So as long as you had been standing by my side, I knew that I would always be alright. Ich habe nur ein Doppel-B, aber ich habe einiges wiederbekommen. Warte. Tickles. Ich will mir doch lieber noch das sehen. This is amazing. Whoever put you together definitely knew what they were doing. Oh, I feel all tingly. You definitely know what you're doing, too. If you keep this up, I just might... Oh! So that's the sound you make when I touch that spot. Good to know. Wir sehen hier gerade einen Menschen und einen Roboter, will ich hier nochmal anmerken. I closed the door without a word. Ich bin der Meinung, das normale Spiel, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß nicht mal, ob es eine Porto-Variante gibt. Mia was just doing some maintenance on Kibo's body. That's all it was. Ja, natürlich. Big Brother? Ne, nicht schon wieder Big Brother Komplex, no. Well, I don't wanna. You don't wanna call me little sister, do you, Suichi? Big Brother, little sister? What is going on here? Jeez. Suichi, ich komme auf Suichi nicht klar. Ja, okay, das wird keine Probleme. Hab hier einen 36er. Dann viel Erfolg auf jeden Fall. Don't be nervous. I still call you Big Brother in front of Mom and Dad. If they found out about us, I wouldn't be able to be with you. Oh, die sind Stiefgeschwister, glaube ich. It's just like some story from a light novel. Our parents remarried and I got a brother and I fell in love with him. Sag ich doch. Stiefgeschwister. Huh? What? Actually. Sweet Home Alabama. Sweetie. Ich bin immer nass. Ich fühle mich einfach extra sensitiv, extra sensibel, extra empfindlich. Genauso wie diese riesigen Brüste von mir. There were stories
Told by your mother by the fireside there is magic all around us. So, bin wieder da. Der Tee ist gemacht, beziehungsweise der zieht jetzt noch. Project Zero war angesetzt nach Final Fantasy. So hatte ich mir das überlegt gehabt. So, ich sollte da unten hin. Und dann mal schauen. Waren die ganzen Laternen vorher schon da? Also der stand dort, ja. War die Laternen? Aber Final Fantasy hat ja noch einen DLC, den will ich ganz gerne auch noch machen. Sie ist schon wieder. Wait! You're the strange lady we met before! Oh, it's you two again. Kann es sein, dass sie die Person ist, die verschwunden ist? I have to say, I'm impressed by your willingness to approach me after last time. You're much braver than I thought. But I'm not going to let you off the hook so easily this time. If you don't leave, I'll... Nee, alles gut. Hat sich ja jetzt alles nur immens nach hinten verzögert mit den Spielen, weil ich halt krank war und nicht spielen konnte. Nice try, but you don't scare us anymore. We just met your fellow yokai and they told us everything. Also ich werde wahrscheinlich, nach Final Fantasy werde ich den ersten Teil, also ersten Project Zero Teil spielen. Ich werde, denke ich, aber den zweiten dann nicht sofort machen, sondern erst was anderes dazwischen packen, denke ich. Huh? Fellow yokai? That's right. You're another little yokai who lives in the wilderness, aren't you? We just met Yoko, Kappa, and Hitotsume Kozo. So which type of yokai are you, Oh, let Paimon guess. Actually, Paimon has no idea what you are. Anyway, it doesn't matter. We're on our way to play a Kitsuyugen. Care to join us? A Kitsuyugen? Again, that game. How could this be happening now? All I needed was a little more time. And I could... Die hat extrem viel geraucht, würde ich mal sagen. Huh? What's the matter? Are you not feeling well? Oh, maybe you're hungry. Or maybe you didn't sleep well. You look pretty exhausted. Don't worry. Ito has already taken your fellow yokai to meet some new friends. Everyone will get along just fine. Auf Ito kann man sich verlassen. Wir sind auch eure Freunde. Yeah, so there's no need to worry. Come on, let's go play a Kitsuyugen. We'll see who can finish the game the quickest. The loser will have to grant the winner a wish. Oh, it's starting! Get ready. Na, ich will halt ein Spiel zumindest dazwischen haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, wenn du eine Spielreihe am Stück durchziehst, weil da ganz schnell, finde ich, die Luft raus ist dann. Und man keine Lust mehr auf die Spiele hat. Oder auf die Reihe dann. Deswegen will ich zumindest schauen, dass ich dann ein Spiel mache, dann was anderes und dann erst wieder ein Spiel mache. Außerdem habe ich ja verschiedene Slots sozusagen offen. Das heißt, ich kann ja dann auch Project Zero nicht auf den ersten Slot zu Final Fantasy packen, sondern auch auf einen anderen Slot, wenn er frei wird. Okay, das ist jetzt ein anderer Wettkampf. Also, ich kann ja nur 2 mitnehmen.
Das ging schnell. Ja, siehst du, ist was anderes. You cleared all the elemental cubes so quickly. Paimon thinks we got this in the bag. All right, it's your turn. Okay. Watch and learn. Die schlägt mich. Hat das Spiel in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit beendet. Was sage ich? No way. She hit every cube in one shot and finished even faster than you, Traveler. Paimon's head is spinning after watching that. Did you see how she did it? Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Even if the rules have changed a little, I would never lose to amateurs like you. PCSX2, glaube ich. Müsste das sein. Da hat mir, ich glaube, das war der gute Key sogar. Da hatte mir dann auch gezeigt gehabt, was ich wie einstellen muss, damit die Geister sichtbar sind, aber auch fotografiert werden können. Zwar habe ich dann das Problem, wenn ich dann halt zum Beispiel diese blauen Schleier fotografiere und dann halt Bilder oder sowas bekomme, dass dann da so eine in großen Abständen schwarze, schmale Balken von oben nach unten sind. Aber das ist etwas, da kann man drüber hinwegsehen. Dann schicke ich dir die Sachen nochmal, die er mir geschickt hat. Und dann gehst du das am besten auch durch und kopierst die Sachen auch so rein, wie er sie mir gegeben hat. Dann sollte es eigentlich auch so weit funktionieren. Oh, right. You're a yokai. You're the ones who created Akitsuyugen. No wonder you're so good. Anyway, we'll keep our word. You can make a wish now. But before you say anything, we won't do anything that's clearly impossible or harmful to others. A wish, huh? Then I wish that we never cross paths again. Wait, what? But didn't we just have a great time together? Der startet nicht mal. Dann im Administrator-Modus, den kannst du unter Eigenschaften bzw. Einstellungen direkt anklicken, damit jedes Mal, wenn du startest, dann diese Abfrage kommt. Und nochmal schauen, ob du den neuesten auch runtergeladen hast. That's precisely why. Don't ever come near me or speak to me again. Weil dann liegt es am Emulator tatsächlich. Oder aber ein Emulator verbraucht halt doch sehr viel an Ressourcen. Ist vielleicht dein Laptop dafür nicht ausgestattet. Das kann natürlich auch sein. Surely that's a wish you can fulfill, right? This is my final word of warning. If I ever see your faces again, I will... I'll steal your souls! Scared now? Good! Then don't come here again! Der sagt, dass was fehlt. Dann musst du mir die Fehlermeldung mal zeigen. Aber normalerweise müsstest du nochmal deinstallieren, komplett löschen und von der Seite nochmal den neuesten runterladen. Paimon doesn't get it. Did we do something wrong? Und du brauchst natürlich die BIOS-Dateien von einer PS2. Vielleicht will sie nur ihre Ruhe haben. Jeder hat seine eigenen Probleme. Fair enough. But Paimon had a lot of fun playing Akitsuyugen with her. It would be great if we could see her again. Anyway, let's go see how Ito's doing. Kann ich hier jetzt eigentlich weitermachen? Oder immer noch nicht? Nein. Stucky, morgen. Es tut mir leid, Stucky, es tut mir leid. Ich habe mein Bestes gestern probiert. Also ausgeschlafen, so lala. Und ich kann nicht ausgenüchtert sein, wenn ich nicht besoffen war. Also beides mit Nein. So, you must be Hitatsume Kozo. Yeah. No need to be nervous. I'm Yuimiya,
and I run Naganohara Fireworks. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es sollte nicht sein. Es tut mir leid. Vor allem musst du dich dann bei Killer beschweren und ihn anmeckern, weil der kam dann noch mit der Sache mit Mettbrötchen und sowas. Dass wir daraus Mett gemacht haben. Oh, I once saw some Naganohara fireworks. Even though I was watching from a distance, they were still so beautiful, bursting across the sky. Really? Then the next time we meet, I'll bring some fireworks for us to launch together. It'll be fun. Whoa, really? Thank you very much. And if I may ask, are you Lord Kaedehara Kazuha? Yes, that's me. But I'm afraid that I'm no lord, just a wandering samurai. Ich habe nichts damit zu tun. Worum geht es? Frech, einfach frech. So hatte ich mir 2023 nicht vorgestellt. Sorry. I've seen you with your sword in the wilderness. You made quick work of many opponents with your amazing swordsmanship. That must have been when I was trying to escape Inazuma. It wasn't as impressive as you make it seem. I had to face many trying situations before I was able to leave the islands. Dann danke für den Look und was gibt es Leckeres? Will ich es eigentlich wissen? Eigentlich ja schon, aber irgendwie auch nicht. Lass es dir schmecken. The head of the Kamisato clan also lent me his assistance at the time. By the way, this is his sister. Oh, so you must be the one and only Shirasagi Himegimi. What an honor. There's no need to be so formal. Oh, es ist irgendwie voll cool, dass die ganzen Yokai hier mit den Menschen in Kontakt kommen. I never imagined I'd ever meet someone as distinguished as you. I must be dreaming. Hey, don't you want to go talk to them too? Oh, I'm sorry. I'm rather shy. No. Really? Well, that's strange. You seemed completely fine when we were chatting. I'm not sure why, but I feel so relaxed when talking with you, General Goro. Actually, I'm the most timid of the three of us. I hid for days the last time someone tossed a stone into the river. Oh Gott. Sorry for rambling on. It's odd. I'm not normally like this. It's okay. You can't excel at everything. The important thing is to have the courage to change. Ich glaube, die haben gerade die wahre Mutprobe. Kann das sein, die Yokai? Hey there. Ganz toller Start, Chatting ja. away, Wow. I see. Mind if I join you? I've never seen a kappa before. Hello there. Thank you for bringing so many amazing people to meet us, Ito. Ah, it's nothing. Being the one and only means being the best, you know? Oh, I should mention that I even have my own gang, and every member has a special title. Mhm. Classic Ito. There you go, bragging about yourself again. Don't confuse them. Everyone's here for the test of courage, not because you brought them here. Half the people here don't even know who you are. Oh, wenn ich jetzt mit den Yokai One mache, dann nehme ich die Katze. Hey, this is my moment, Paimon. Don't ruin it for me. Ito really isn't as cool as he claims to be. When it comes to having connections in Inazuma, nobody can beat Paimon and the Traveler. Das stimmt. Oh, yeah? All right. Well, then let's have a little contest and see who knows the most people. Sure, bring it on, Bullchecker Beetle Boy. Hört, oh Gott. Please don't fight. Actually, I think you're both really amazing. And you also have a great friendship, just like Lord Kamai and the samurai. Well, of course. Boss! Wo kommen die denn jetzt her? Oh, it's the boys. Ah, darn it. I was so caught up with the yokai that I forgot I was supposed to scare the daylights out of the gang. Boss! Hey, fellas. Look, I can explain. Boss! We're sorry! Was ist denn jetzt los? Wait, what now? We shouldn't have ever doubted you, boss! You were right! Yeah, the test of courage is terrifying. There are definitely ghosts here. Ich glaube, das waren die Yokai. I still get shivers just thinking about it.
But the thrill was kind of fun. Oh, well, I told you it would be an exhilarating experience, Danke für den Lob, but Phoenix. no, Dankeschön. none of you believed me. Anyway, no need to be too scared now. Let me tell you what's happening here. It turns out there aren't any ghosts here. All the scary stuff you saw was just a little misunderstanding we had with the yokai. Right? Sorry, but I've never seen these three before. Okay, wer war's dann? I'm not sure where you've been or what you've seen, but I don't think it had anything to do with us. Huh? Huh? Das war die Dame mit dem roten Kimono bestimmt. Wait, hold on, little Yoko. You're kidding, right? Wait, you know, now's not really the time for that. Ah, das soll ein Fuchs sein. Aber für mich ist es eine schwarze Katze, kein Fuchs. No, I'm serious. I really don't know what's going on. But if it wasn't you guys, does that mean there are real ghosts out here? Also, wir haben da diese prächtig gekleidete Frau gesehen. Oh, that's right. Paimon assumed she was a yokai too. And we even played a Kitsuyukin with her. I'm not sure who it was you meant. But we're the only three yokai who wanted to hold a festival here. So she was a ghost? Boss, save us! Wie die jetzt alle Schiss haben. Calm down. Everyone just calm down now. What's all the noise about? Oh, you're the Tenryou Commission's... Hazel! There's nothing to fear. Even if there really is a ghost, only your noise would drive it away. Ito, you and your gang should go and inform the other contestants about the situation. Traveler, Paimon, please, come with me. Oh, okay. Wie er das einfach hinnimmt. Paimon somehow feels a little better now that Hazel's here. Moment. Don't freak out, boys. Whatever happens, I'll protect you. You're the best, boss! Don't freak Okay, out, da geht boys. direkt zu Ito. Whatever happens. You're the best! War das mit euch? Recite this to yourself. Keep your mind clear and at peace. Free your thoughts from spirits and ghosts. Those were Her Excellency's remarks in the directive. She once said, "There is nothing to be afraid of as long as your conscience is clear." Oh, if only Her Excellency were here. She would get to the bottom of all this in no time. Dann sprechen wir doch erstmal mit denen. Could the rumors be true then? Do strange phenomena really happen every time the test of courage is held? Please be careful. Habe ich noch irgendjemanden übersehen, der jetzt hier noch rumlauert? Sieht nicht danach aus. Also, die sind auf dem Weg da nach oben. Die anderen sind hier. This is one of my usual hiding spots. It's always safe here. Ja, das ist ein Tanuki-Schrein anscheinend. Also von daher. Let me show you a trick. Just cover your eyes and the scary things will go away. Also man hat so eine lebhafte Fantasie, dass man sich die Ängste vorstellt. So, is there really a ghost around here? I'm gonna go look for it. I've never seen a ghost before. Oh, how exciting! Sorry. I believe my lord had foreseen this situation. He has my absolute trust, but given Lady Ayaka is still here, we must get to the bottom of this as soon as possible. So, jetzt haben wir noch Kaso offen und ich glaube,
Die einzigen, die fehlen, wären die Yokai, wenn wir die noch finden sollten. Unease pervades the air, and fear is spreading. Maybe this is the real test of courage. It's already becoming an unforgettable experience for me. Voilà. Okay, weiter oben ist niemand. Dann folgen wir mal dem Weg nach unten. Warum ist sie weg? She isn't here. Ah! What's this? Look, there's something written in red on the bulletin board. Irgendwas mit Sakura. Round 3, item, Hagoita. Does this mean that the item we have to find in the 3rd round is a Hagoita? The Shrine Maiden appears to be urging us to finish the 3rd round of the Test of Courage. But where did she go? Has she been taken away by a ghost? Will Paimon be next? Oh, Paimon will never leave your side now. The words are scribbled hastily, but there's no evidence of a struggle. However, aren't there too many words written here? Hey, so, hast du etwas bemerkt? I believe that the 3 items chosen for this 3-round contest were each selected by the 3 organizing parties. The Dongo milk was chosen by the merchant who funded the event, and the fan was chosen by the Yashiro Commission, which provided the staff. So, does the Hagoita, which should have been chosen by the Grand Narukami Shrine, have any unique significance? Let's worry about that later. The bigger question is, are we really going to join the 3rd round of the Test of Courage? Paimon would love to win the grand prize, but our safety comes first. How about we make a tactical retreat? I still have my commission to complete, so I'll stay. Fear arises from mystery, and it's a detective's job to unearth the truth from the mystery. Paimon somehow feels a little better after hearing you say that. Okay then, let's wait for a while. Maybe the Shrine Maiden had something to take care of and we'll be back soon. Die kommt nicht, glaube ich. Schauermärchen abgeschlossen. Die Strömungen des Lebens. Warte auf den nächsten Tag. Gut, wenn wir jetzt warten müssen, so theoretisch, können wir ja auch die Sachen hier nochmal machen. Weil Schaumärchen sind vorbei. Sodele. Thema Pyro. Dann werde ich, glaube ich, eher Wasser und Elektro mitnehmen. Dann machen wir die... Moment. Dann machen wir die mal im Wechsel, wollte ich sagen.
Wenn ich jetzt auf erneut... Okay, dann ist es genau die Herausforderung. Das will ich natürlich nicht. Muss ich jetzt nochmal? Ja, wahrscheinlich. So. Dann gehen wir jetzt raus. Ich muss echt jedes Mal raus. Das ist ein bisschen nervig. So 4500 immer, okay. We've been waiting quite a while, but the Shrine Maiden still hasn't shown up. It looks like we'll just have to start the third round without her. Who will we team up with this time? Gott. Ich glaube, Elektro ist auf jeden Fall nicht die beste Wahl hier. Okay, die Punkte haben wir. Sehr gut. So, Wasser und Eis. Dann nehmen wir jetzt Feuer und Elektro.
Gott. So. Nummer 1. Und das gleiche Spiel nochmal. Feuer und Elektro, habe ich gesagt. Gott, ich krieg die nicht. Okay, Punkte sind wieder sicher. Das ist sehr schön. Sehr gut. Das geht tatsächlich sehr gut und relativ zügig. Und die Strömung des Lebens muss ich jetzt noch abschließen. Dann können wir die anderen beiden machen. Machen wir das mal so ein bisschen im Wechsel. Ist gar nicht mal so verkehrt. Haben wir ein bisschen Abwechslung. So, das heißt aber, ich kann jetzt hier eins machen, richtig? Jo. Der hat alles. Dann nehmen wir auch alles mit rein. Wenn der Bossblock geistesgestörter Schwertkämpfer von einem Fertigkeitsball getroffen wird, geht er zum Verteidigungsmodus über. Dann prallt der Fertigkeitsball von seinem Körper mit erhöhter Geschwindigkeit zurück. Ja, okay.
Das sind jetzt so die Blockreaktionen gewesen. Ich würde eher sagen, dass das mit dem bin dann mal selbst etwas zocken, Persona hat es mir voll angetan. Nice. Dann viel Spaß dabei. Gott. Fängt ja schon super an hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, also wenn man ihn besiegt, kriegt man nochmal Bonuspunkte. Hatte schon etwas Bedenken, weil meine Punkte nicht so ausgereicht haben. So, den letzten kann ich wahrscheinlich nicht machen, richtig? Nee, da muss ich erst wieder was freischalten. Aber eine Runde einsammeln. So. Und dann gucken wir doch mal, was jetzt mit der Dame ist. Immer noch nicht da. Willkommen zurück, Phoenix. Traveler, Paimon, please let me be your partner for the final round of the test of courage. Hab schon irgendwie damit gerechnet. I'd like your assistance with this investigation, since you two are the only ones who have seen the alleged ghost. That's fine with Paimon. What do you think, Traveler? Also, hast du irgendwelche Hinweise? Na, sie tauchte immer dann auf, wenn wir eine Prüfung abgeschlossen hatten, oder? I have a few theories, but we don't have enough leads yet. There are some places I'd like to investigate first, so you two can accompany me. Sure. Where would you like to start? I want to go back to where we first met up. According to your accounts, you encountered the ghost there and passed out. I believe there may still be some clues there. Do we really have to go there? What if we're walking into a trap? Are you worried that she'll be waiting for us? If anything, that would make things easier. My worry is that we won't be able to find her. Honestly, it'd save me a lot of trouble if she were to show up on her own. Wow, Hazel. You're fearless. The more cases you see, the less afraid you become. Let's go. So, die Strömung des Lebens, Teil 3. Off we go. Vor allem muss ich das bis 18 Uhr geschafft haben. Das ist das Schlimme dabei. This should be approximately where you first encountered the ghost. Of course, we cannot conclude whether the woman is actually a ghost or not at this point, but I'd like to go over everything that happened again. Do you recall anything she said at the time? Let Paimon think. She warned us not to go near her, and she said if we didn't leave, our souls would become trapped here. Maximal bis 18 Uhr, weil ich morgen Frühschicht habe, leider. Paimon doesn't want to remember that moment. Paimon's shivering just thinking about it. Aber ich muss gestehen, ich möchte eigentlich nur diese Questreihe hier beenden und dann vielleicht nochmal die Dailies machen und dann würde ich aber auch aufhören. Einfach, dass ich für morgen nochmal ein bisschen ausgeruht bin. And then what happened? Then, everything seemed to get darker, and Paimon started to feel dizzy. There were ghostly flames flickering all around, and Paimon saw some sort of black mist surrounding the ghost, and then Paimon passed out. Based on your account, it does really seem like you've seen a ghost. Exactly!
So are you convinced it was a ghost now? It's possible, but I'm more interested in what she's actually trying to achieve than what she is. Even if she is a ghost, as long as she possesses some sense of reason, then there must be some purpose behind her actions. Wasn't she after our souls? She said that herself. I think she was just trying to scare you. Ja, die war sehr aggressiv diesbezüglich. Oh, you think so? Think about it. If I had the ability to take your souls, then why go to the trouble of warning you over and over again? Das stimmt allerdings. Besides, a ghost wouldn't have allowed you to walk away knowing about the secret of its powers. That does make sense. Huh. Why didn't Paimon think of that? Denn Paimon hatte die ganze Zeit über Angst, richtig? I believe there are only two possibilities. The first is that she wanted to reap your souls, but there was some condition that had to be met. You know, like what we usually call a curse. But if you had really been cursed, then you would probably have noticed it by now. So, this is the less likely scenario. I believe she was just trying to scare you away. But why would she want to scare us away? Oh, Paimon knows! Maybe she was trying to get us to quit so she could claim the Test of Courage prizes! Hat sie sich für die Probe angemeldet? Oh! Probably not. So why does she want to scare us? Do you have any ideas, Hazel? Based solely on your account, I don't believe she actually meant any harm. She just didn't want you to stay here. But this evidence alone is insufficient to make any valid assumptions. She could very well be guarding some treasure or covering up a crime. Though, my intuition is telling me that neither of these hypotheses are correct. Let's continue investigating the surrounding area. Na, dann gucken wir doch mal. Auf dem Boden kann man die Spuren einiger Fußabdrücke erkennen. Doch bei näherer Betrachtung scheint sie zu Heise und mir zu gehören. Könnte diese Frau wirklich ein Geist sein? Wer weiß? Ich habe mich überall umgesehen, aber ich habe keine Hinweise gefunden. Als ich nach oben blickte, sah ich, dass einige Äste leicht nach unten gebogen sind, als ob dort früher schwere Gegenstände aufgehängt worden wären. Have you found any leads yet? Da sind einige Äste, die seltsam aussehen. Yeah, some tree branches seem like they were bent by something, but that's about it. I see. After you left, I took a good look around the area. Aside from the bent branches, there are burn marks in some places, but that doesn't really tell us much. If only there was some more conclusive evidence. Excuse me. Sorry to interrupt. Oh, it's you guys! What are you all doing here? We heard you were out searching for clues, and we wanted to help. Oh, that's really brave of you. Actually, we're also really unsure about what's happening here. We just asked the members of Mr. Ito's gang about what happened to them, and it sounded really scary. That lady is either a nasty evil spirit or a formidable yokai. Either way, it's not good. But we still want to hold the Mikawa Flower Festival. Uh-huh. We long admired the friendship between Lord Kamai and the samurai. Which is why we want to hold the Mikawa Flower Festival, to return the favor we once received from the humans. Even though our powers are limited, we don't want this bond of friendship to vanish. The Mikawa Flower Festival is meant to be enjoyable for everyone. The Chinju Forest covers a large area, so it'd be great to have more help in the investigation. Welcome to the team. Let's all do our best to figure out what's going on. Don't worry, we're very familiar with the area. We won't miss any clues. Na, dann wollen wir doch mal. Mit ein bisschen Hilfe sollte das doch eigentlich machbar sein. Look what I found down by the river. Huh? What is it? Is it a scrap of black cloth? I've never seen fabric like this before.
This is a piece of shade cloth. Shade cloth? Yeah, it can effectively block out light and is used in a variety of settings, including stage performances. There's a rough tear in the cloth, probably caused by a sharp stone, or maybe some branches. Branches? Suppose that a large shade cloth was originally hung from a tree, bending the branches. When the shade cloth was removed from the tree, perhaps one of the corners caught and the branches ripped it, causing a small piece of black cloth to fall into the river. Either she didn't care, or she was in too great a hurry. Perhaps she had other things to handle at the time. But why would she hang shade cloth in the trees? I'm only speculating, but maybe she used it to create the atmosphere you experienced. Was meinst du damit? Let's not worry about that for now. There's still many variables I haven't deduced yet. Next, I'd like to investigate the place where the Arataki gang encountered her. Do you know how to get there? Oh, I know the way. Ja, irgendwie schon. Also zumindest mit den Yokai, die sind voll niedlich. I asked the gang members where their encounter with the ghost happened when we were chatting earlier. I'll take you there. Good. Please lead the way. Let's go find out what's going on. Bin dezent müde noch. Aber das ist gut, dann kann ich heute vielleicht früh schlafen gehen und bin ausgeruht für die Frühschicht. This is the place. They claimed that as they passed through here, the area suddenly grew dark, and some ghostly flames appeared out of nowhere. Huh. What a coincidence. We saw the very same thing. Let's start by taking a look around the area, just as we did before. Aha. Wie erwartet. Ich sehe gerade, dass wir hier noch ein paar Sachen haben zum... Also das waren nur die Sachen, die sind mir wurscht. Aber hier. So, nochmal was mitgenommen. I found some sort of smashed ball under the tree. The inside of it looks like it was blackened by smoke, and it smells like fireworks. Dann ist sie vielleicht ein Mensch, die damit schwarzen Rauch produziert hat, dass dann wieder dunkle Aura aussah. Willkommen zurück, Stücki. Marks left on the scene. The ghostly flames you saw were not created by yokai power. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, Stücki, als ich so bei den letzten Raids von dir mit dabei war? Die Leute sprechen deinen Namen wirklich immer falsch aus. Brother, they appear to have been caused by something flammable. I'm not sure what though. Und wenn du irgendjemand das dann erklärt, dann wird es irgendwie überlesen. There's some strange powder in the cracks of these stones. I picked some up and sniffed it to see what it is, and it made me really dizzy. Ugh, I'm so tired now. Wir waren vorhin 1 Stunde mit dem Hund spazieren. Gerade habe ich ein leichtes Krabbeln auf meiner Schläfe gemerkt. Fasse mit den Fingern dahin und das war eine Zecke zu dieser Jahreszeit? Alle sprechen den falsch aus. Ja, du hast dir einen schlechten Namen überlegt, würde ich mal meinen. Stimmt, ich war irgendwie die Erste, die den richtig ausgesprochen hat. Ich fühle mich voll stolz dafür. Similar scare tactics. And she didn't have the time to completely hide the traces. I believe we're closing in on the truth now. I'm almost certain that the woman you encountered was not a ghost. She possesses no extraordinary powers. She was merely scaring people with some small props she had set up ahead of time. Na, ich hatte schon mal als Kind eine Zecke, die hat sich festgesaugt. Die war genau hier zwischen meinen Brüsten. Hat sie sich wohlgefühlt. Und dann mussten wir sie tatsächlich mit Alkohol betäuben, damit die losgelassen hat. Die haben wir nicht wegbekommen. Some small props? But can you really do all that with just some props? What we saw was absolutely Da fühlt sich jeder wohl.
Aber ja, es stimmt, es ist zu warm. Ich meine, wir haben zu Silvester fast 20 Grad gehabt. Wespen auch. First and foremost, the test of courage contributed to the unsettling atmosphere here. You were initially frightened by your first encounter with these 3 yokai, and then shortly after, you ran into the mysterious woman. It was natural for you to be on edge. Also die Minusgrade, das war jetzt zwischen November und Weihnachten irgendwie so, da hatten wir eine Woche oder sowas, wo richtig krass Minusgrade waren. 2 Wochen. Nicht am Stück, aber so 2 Wochen, wo Minusgrade waren, wo es auch mehrfach geschneit hat. Und ansonsten waren die Temperaturen im Nachhinein dann zwar noch kalt, aber keine Minusgrade mehr. Und jetzt mittlerweile, weiß ich nicht. Ich habe heute auch haufenweise Bienen gesehen. Wir haben Januar, verdammt. Was? Ach du Kacke. Also da merkt man, wie sehr die Umwelt gerade temperaturmäßig echt in Schwanken kommt. Oder sich total verschoben hat mittlerweile. Letztes Jahr war es noch nicht so, dass wir 20 Grad oder sowas gefühlt im Dezember hatten. Da hatten wir zwar kalte Tage, dauerhaft, aber noch nicht so, dass wir halt dauerhaft Schnee haben. Das hatten wir jetzt mal zwischendurch gehabt, aber mittlerweile haben wir schon fast wieder Sommertemperaturen. Im Winter. Ich schwör's euch, es wird sich irgendwann so krass verschieben, dass wir nur noch Sommertemperaturen... Wir können die ganze Zeit mit Sommerklamotten rumlaufen. Aber dafür werden wir wahrscheinlich im Sommer dann auf 50 Grad haben. Because you were already tensed up, you were breathing more rapidly and inhaled a lot of sleeping powder that she had sprinkled around the area. That is what caused you to feel dizzy. Eine Blindschleiche. Okay, die gibt es ja in Deutschland zuhauf, sage ich jetzt mal. Die sind nicht giftig, soweit ich weiß. Aber beißen lassen möchte ich mich davon auch nicht. Das tut schon weh. Aber es sind ja Schlangen. Und Schlangen, oder also so in die Richtung, die sind ja eigentlich auch nur aktiv, wenn es warm ist. That's when she pulled down the shade cloth and lit those so-called ghostly flames, creating a terrifying scene. That's the most likely explanation anyway. So, it was all just a show? Die halten eigentlich 5 Monate Winterruhe. Davon ist wohl nicht viel. Und ja, es ist warm. Was sagt mir jetzt mal so spontan meine Wetter-App? Wir haben 16 Grad in Berlin. 16. Gestern waren es, oder vorgestern waren es auf jeden Fall 17. Wir haben morgen 15. Danach haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10. Oh, Samstag haben wir dann wieder 3 Grad. Und ab der Woche drauf haben wir sogar wieder Minusgrade. Also den 9. und den 10. Januar sollen Minusgrade sein. Mit sogar Schnee. Angeblich. Na, mal gucken. 15 Grad, 14 Grad. Da sehen wir, wie crazy die Temperaturen sind, ja. She tricked us. Da gibt es ja immer noch Leute weiter oben, die sagen, das ist alles Humbug. There is, however, still one loose end. The person who commissioned my investigation did become stranded on the beach as a result of some unusual power. That couldn't have been accomplished by just a few small props. But if she possesses such powers, why bother with the theatrics? Oh, Paimon can't wrap her head around all this. Paimon kriegt immer Kopfschmerzen. She can only use props to scare people in the forest, but she can use strange powers on the beach. Huh, I see. I think I've figured it out. Whoa, that was fast. If we rule out the potential of organized crime, then only one possibility remains. I know who the woman is. Let's go to the beach. We'll come along too. No. You should go back and tell the others not to be afraid and not waste their time searching the forest. The truth has surfaced. It's time to put an end to all the unnecessary panic and await the outcome of the test of courage. Ja, es gibt noch Glückskekse. Also das erste zählt natürlich,
Aber, also für das Jahr, aber trotzdem könnte man ja schauen, was man noch ziehen könnte. Ich kann mich noch an Silvestertage erinnern, da hatten wir minus 15 Grad mit extremen Schnee und Vereisungen. Ja. Daran kann ich mich, und da war ich Kind. Bist du denn heute mit einem Lächeln aufgestanden? Hat Mr. Schakalak dafür gesorgt, dass du gelächelt hast? Bei den Spruch, daran kann ich mich noch erinnern. Du sollst mit einem Lächeln aufstehen. Ein halbes, okay. Ein Lächeln ist ein Lächeln. Eine gute Gelegenheit, aufgeschobene Verpflichtungen zu erledigen. Was sind das denn für Sprüche hier? Okay, but please be careful. Hast du aufgeschobene Verpflichtungen, die du noch erledigen musst? If you run into any danger, simply call out our names. We'll be able to hear you. There shouldn't be any danger now, but thank you anyway. Ja, anscheinend passt das zu Stücki gerade auch. Let's search along the cliffside. If I'm not Wisst ihr mistaken, was? there should be a chunk of earth that's unlike the others. Nein, doch nicht. Ich mach das auch mal, weil dann ist der aus der Liste weg. Ich mach mal auch mir den Spaß und guck nochmal nach, was ich ziehen würde. Den Spaß nehme ich mir jetzt. Oh, ow. Where did that come from? Es sind die Augenblicke, die zählen, nicht die Dinge. Das stimmt. Was war denn mein erster von gestern? Sie schwanken in ihren Gefühlen hin und her, nicht voreilig entscheiden. Eigentlich sind es zwei sehr gute Sprüche. Das weiß ich nicht. Hast du mir nicht gesagt, das Jahr 2023 wird ein gutes Jahr? Hast du mir das nicht gesagt? Ich bekomme nie... Lächle gefällig gemacht, den Scheiß endlich. Nur ja. Das hast du tatsächlich so gezogen. Moment. Da muss ich hin. Oh, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Aufzeichnungen. Eines Lehrlings. Sind die hier mit drin? Ach, das Ding habe ich ja noch offen. Aber ich will das noch gar nicht nutzen. Nee, die sind nicht hier mit drin. Okay. Dann muss ich es auch noch nicht lesen. Ja, ich glaube auch daran, dass 2023 gut wird. Ja, wird es irgendwie. Ich hoffe es. Das Jahr 2022 war echt beschissen. Auch wenn ich krank reingefeiert habe, aber egal. I knew it. I knew that you would come find me here. Aber es ist halt nur dieser ekelhafte Husten, der noch da ist. There she is. Paimon thought you were a yokai like the others, but they said they never seen you before. So, who are you? And why did you try to scare us? I have already warned you never to speak to me. If you don't leave now, then... Sie wird sauer. She's terrifying. Hazel, it sure doesn't seem like she's using any props this time. Don't move. Just trust me.
Aber irgendwie beginnt es komisch. Das Erste, was ich nach dem Aufstehen sehe, ist, dass Charlie tot ist. Es ist fucking warm und eine Zecke tanzt auf meiner Schläfe. Und dann kommt der Glückskeks und muss klug scheißen, ja. Dein Jahr startet irgendwie nicht ganz so gut. Kann das sein? Ich hoffe, es wird besser. Es ist ja nicht richtig Schlechtes, aber richtig geil ist es auch nicht, ja. Yokai power? Huh? How did you know? You're a yokai that emerged from an object and assumed a human form outside of your own body. When this type of yokai is close to its own body, it can use some yokai power, but that ability weakens as it moves further away. And if the original body is destroyed, then the yokai that originated from it will likewise perish. Should I refer to you as a Hagoita spirit or Tsukumogami? Don't bother. You may call me Hanyuda Chizuru. That is the name I go by. Chizuru ist auch so ein schöner Name. Aber wie pflege ich zu sagen, es muss nicht alles perfekt sein. Okay reicht auch was. Richtig. Okay ist in Ordnung. Ist so mein langweilig halt. Ja, alles klar, Phoenix. Chizuru, why do you want us to leave? If you're a yokai, you should understand why the other yokai want to interact with humans. Kein Mettbrötchen? Besides, we had a great time playing a Kitsuyugen together, didn't we? Just like the story of Kamai and the samurai. Nur, dass wir kein Samurai sind, aber okay. Yes. That's why. That's why I don't want you to be sad too. Sad? What do you mean? I'm sure the yokai have already told you of the story about Kamai befriending the samurai. Naja, die haben dann auch gesagt, alle 10 Jahre treffen sie sich für ein Duell. Das Problem ist, für einen Menschen sind 10 Jahre relativ eine lange Zeit, aber wenn du in 10 Jahresabschnitten dich triffst, vergeht die Zeit halt verdammt schnell. Wurst bekommt ein Dumett-Brötchen. Ja, Dumett. But they don't actually know the entire story. Aber den Dumett, den wir kennengelernt haben, das war ja nicht der Dumett, der eigentlich da rumschleicht. Aber mal gucken. Ich weiß noch nicht, wer er ist. The samurai was about 25 years old when they met at the festival. They met again 10 years later and remained friends. They spent time together drinking, traveling, and sparring. When they had first met, they merely respected each other, but 10 years later, they became best friends. After another decade, the samurai had reached the pinnacle of his swordsmanship and won their duel by a narrow margin. Kamai was so astonished by his defeat, he gave up drinking and began training to become stronger for their next duel. However, another 10 years later, Kamai did not meet the samurai. As it turned out, war had broken out in the south, and the samurai had gone to defend the border. Kamai was unconcerned, because 10 years was nothing in a yokai's lifetime. But when they met once again, Kamai discovered that the samurai was already 65 years old. He couldn't believe his eyes when he saw the samurai's gray hair and scars covering his Das body. meine ich halt. Hey, old friend. Can you still wield the sword? I'm getting too old to fight. This time, I've come to say goodbye. I see. Then, how about one last game of Akitsu Hazara? All right. The samurai gave his best effort during the game, but had to quit halfway through because he was too weak. After putting down his Agoita, Kamai remained silent for a long time before letting out a long sigh. What a shame. Their friendship started as something they looked forward to, and in just a few decades it turned into regret. Die hätten vielleicht nicht 10 Jahre nehmen sollen. Es wäre vielleicht klüger gewesen, sowas jährlich zu machen, gerade weil die menschliche Zeit halt nicht sehr lange andauert im Vergleich zu einem Yokai. Aber
für einen Yokai sind halt 10 Jahre nichts. Dominik, schönen Abend wünsche ich. Schönes Neues wünsche ich. So rum. Bist du gut reingerutscht? Und Prost. Ich trinke nochmal einen Schluck. Du bist gerade hier zu einer traurigen Szene reingeschlittert. Ja, bin ich. Das freut mich. Lord Kamai's appearance hadn't changed, but his dear friend in front of him had grown old. The joys of friendship gradually gave way to the pain of regret. People often say that those outside the situation can see things more clearly, and I learned a harsh truth after witnessing all of it. Everything that people come to regret is inevitably set in motion from the beginning. Selbst wenn es vorherbestimmt ist, mal ganz ehrlich, man hätte es einfach ein bisschen anders handhaben müssen. Und nicht so einen riesigen Abschnitt wählen sollen, in den man sich immer wieder trifft. We yokai are different from humans. We have longer lifespans and different natures, but we share the same world. We interact with one another. We are drawn to one another, and will eventually part ways. When the dream ends, all that is left are sorrowful memories and lingering pain. Even a wise and seasoned yokai like Kamai felt sadness when it was time to say goodbye. Imagine what a pure and kind little yokai would feel. Oh. So, you mean... I was hiding on this beach, waiting for the last of my days. But those 3 yokai came and set up the Akitsuyugen here, which woke me from my slumber. I didn't want them to approach humans with unbridled optimism and enthusiasm just because they'd heard the legend of Kamai and the samurai. That would simply be repeating the same mistake. Is that why you pretended to be a ghost? To scare all the people away from here? Oh, so you must be the one who trapped that guy on the beach. That was a little bit harsh, don't you think? My power has become pretty weak now, and most of the time I just use some props I've collected to scare people. I can't show myself when there are a lot of people around. But that jerk was greedy. He wanted to steal the decorations from Akitsuyugen and sell them for a profit. Okay, das geht natürlich zu weit. That's why I used my yokai power, to teach him a lesson. Ah, so that's what happened. You have a strong sense of justice. By the way, how did you know the rest of the story about Kamai and the samurai? Ja, sie wird da gewesen sein, denke ich. Beziehungsweise sie ist ja aus den Gegenständen entstanden, die ja auch Heiso gerade in der Hand hatte. Und das waren wahrscheinlich die Gegenstände, die damals die beiden benutzt haben für ihr letztes Spiel. Und wenn starke Emotionen mitspielen, daraus können Yokai entstehen. It's okay if you don't want to tell us. I've already figured it out. Your true form is this pair of Hagoita, isn't it? Richtig. Hagoita? Oh, wait! So that means she's... The pair of Hagoita used by Kamai and the human samurai to play Akitsu Hazura hundreds of years ago. You gradually developed sentience after being influenced by great yokai power. You were the closest to witness their story. Even with the yokai power's blessing, the Hagoita have started to rot away after hundreds of years. You can't sustain yourself, so you were forced to rely on props to scare people. And if my theory is correct, this pair of Hagoita is also the item we need to find for the 3rd round of the test of courage. Excellent work. You figured it all out. Congratulations, little ones. You've passed the 3rd round of the test of courage. Miko? And
The Shrine Maiden? Paimon thought you went missing. Ich wette, Miko wusste von der Sache mit der Yokai-Frau hier und hat das mit Absicht so zusammengestellt, dass wir halt die Sachen finden und so. I apologize for causing you concern. It was actually Lady Yai's idea. Habe ich mir doch schon fast gedacht. Well, what did you think? Were you scared? Natürlich nicht. Because fear is induced by uncertainty, the more chaotic the situation, the better. Having the event staff also mysteriously vanish only added to the uncertainty. I must say, I think this test of courage truly lived up to its name. So you're the one responsible for all the scary stuff. Hitomi, go tell the others that the test of courage has ended and that we have a winner. Now that I've solved the mystery, I'm going back to meet with my client. The intent to steal is not exactly a serious crime, but it can't go unpunished. I'll see you two later. Miko, did you choose the Hagoita for the third round of the test of courage because you already knew about Chizuru? Gehe ich davon aus. Miko, Lady Yai, you're... I followed Kitsune Saigu around the Mikawa Flower Festival one year and saw her play Akitsu Hazura. That was when I saw you. You didn't have a human form at the time and possessed only the earliest traces of sentience. I remember now. You were on Kitsune Saigu's shoulder. I went for a stroll on the beach some time ago and sensed a familiar yokai power. Though your power was weak, I was still able to find you. You were sitting in a tree, gazing at the tourists below. I overheard you telling yourself that you must be patient and avoid contact with humans. Aber sie wollte. Huh? When was that? I didn't notice you at all. With your powers being so diminished, it was only natural that you didn't notice me. You must have been blaming yourself all this time. You knew Kamai and the samurai became friends as a result of Akitsu Hazura, a game connected to your existence. At the time, I couldn't take on a human form like this. I had only a hazy sense of the outer world. After they first met at the Mikawa Flower Festival, I felt proud to know that I had left a mark on their story. But after they said their final goodbyes, I could often hear Kamai sighing to himself. I couldn't help but hide, because I blamed myself. When I woke up again, the world had changed. Lady Yai, you are a well-known yokai. You must know many more things than I do. So I have a question for Boah, es you. ist so bitter. Das ist eigentlich so eine traurige Geschichte, die man am Anfang gar nicht hat kommen sehen. People meet, become friends, and then go their separate ways. After such a short time, they leave only regret and sadness in their wake. Is it really worthwhile for us yokai to interact with humans? Why not? Tell me, how did you feel when you played Akitsu Yugen with the Traveler? I felt happy, but... But your rationality told you that it was wrong, didn't it? It turns out that there is still another piece to the story of Kamai and the samurai that you are missing. Oh, jetzt bin ich gespannt. What do you mean? The samurai and Kamai never met again. True, but the story doesn't end there. That samurai's name was Yanagibashi Takuto, who also happens to be the founder of the Soran Ishin art. It is believed that Takuto developed this style of swordsmanship while dueling with Kamai, who had also befriended the third-generation heir of the Soran Ishin art, Tominaga Masanari. Oh. Das heißt, es ist quasi so ein Fortleben und er hat dann quasi die Schritte, die sein Kumpel damals gemacht hat mit der Schwertkunst, weiterhin mitverfolgen können. Oh, wie cool ist das denn? 500 years ago, Kamai and Tominaga fought side by side until their final moments.
and the sword Tominaga wielded was passed down from Yanagibashi. The regret Kamai once felt had finally been resolved. Ja, die Technik hat weitergelebt, das Schwert wurde weiter vererbt. Es ist ja fast so denn gewesen, als wäre ein Teil von seinem früheren Freund immer mitgewandert. Immer in die nächste Generation mit rein, durch die Schule, die er halt erschaffen hat. Oh, das ist cool. Oh. I never knew. We yokai are not like humans. Humans have too short a lifespan, and the day will inevitably come when we must say goodbye. However, the bond formed by friendship will not be broken, but rather carried on in a new form. There's no reason to be upset by this. Time flies by in an instant, and life passes by like a dream. So, you must be happy in the present. You should understand what I mean now. Ja, eine Freundschaft endet dadurch nicht einfach. Es wäre traurig, wenn man sagt, ja gut, die Person ist jetzt tot, das ist nicht mehr wichtig für mich. Das ist Schwachsinn. Gerade weil die Person so wichtig ist und die Freundschaft noch Bestand hat, ist der Verlust eigentlich umso trauriger und schlimmer. Hey, compadres! Ito! Ito, what are you doing here? Hitomi told me everything. And I also heard that you won the last round. I even know who the ghost lady is now. Anyway, I had a little discussion with the others, and, Hey, you're that fox lady. Why are you here? Meine Rahmenkameradin? Wie geil ist das denn? Please just disregard my presence. Now, tell us what you discussed. Also, die Bezeichnung finde ich cool, Rahmenkameradin. Ah, right. All right, listen up. To celebrate the end of the Test of Courage event, we will be holding the Mikawa Flower Festival. Yay! I gave it some real thought and realized that it might be kind of difficult for those little yokai to hold the festival on their own. But with my help, it won't be a problem. That's right. Arataki, the one and only Ito, will be in charge of organizing the best Mikawa Flower Festival anyone's ever seen. Ja, der Spitzname ist echt geil. Das heißt, wenn man mit irgendjemandem gerne etwas zusammen essen geht, dann ist man, keine Ahnung was, Kamerad. Das ist irgendwie cool. Hooray for Ito! Okay, er hat seine Bande erweitert. Oh. Oh. Can we really trust this guy with the festival? Hey, what you trying to say? Besides, it won't just be me. Other people will help too. Even my bro Ayato is gonna be there. Everyone's busy getting ready, and the festival will be up and running in no time. It won't be long until you can all join the fun. You're the best, Ito! Ito, die anderen und die kleinen Yokai bauen das Festgelände zusammen auf. Wenn wir uns irgendwann mal in Real Life treffen und wir gehen etwas gemeinsam essen, haben wir einen Spitznamen für uns. Oh ja. Darauf freue ich mich schon. It has been some time since I've attended a festival. Fortunately, I brought sake with me. Nein, du hast keinen... Ja gut, Sake ist Reiswein, also ja, okay. Aber eigentlich... Ich finde es schade, dass sie dann nicht das Wort Sake halt wirklich nutzen, sondern Wein. Warum sie denn nicht wenigstens Reiswein dahin schreiben, verstehe ich nicht. Und ich sehe schon die Rahmenbude, wo dann Ito und Madame essen werden. A festival, delicious food. Count Paimon in! Paimon! Wollen wir gemeinsam hingehen? Ja, komm! Alright, I'll join. If you don't mind, that is. Looks like the festival has started! Let's go check it out! So, mit Ito spreche ich zum Schluss. Oh no! I almost had it! Was sind das für riesige Ballons? Oh, starting to get the hang of it, huh? Keep trying. Ja, ist irgendwie cool. Gefällt mir. I think I need to take a break. Ja, war halt ganz schön aufregend für kleine Yokais. Oh, I sure bought a lot of stuff.
I'll have to organize it all when I get back. Ja, der wird gut zu schleppen haben. I want to become a great yokai, like the mighty Urakusai. Then I'll be able to help create a real Mikawa Flower Festival. Es ist doch schon super geworden. Mir gefällt's voll. Haben wir hier noch irgendjemanden aus der Truppe rumlungern? Nee, oder? Sieht nicht so aus. Mir fehlen da noch welche. Oder sind die da abseits? Nö. Vielleicht noch hier oben? Aber es fehlen doch welche. Oder irre ich mich? Na, vielleicht sind sie auch gleich da. Wer weiß. Ito and Goro! What are you two talking about? Oh, I was just saying that if I had more time, I'd have built a massive fishing pond here. Fishing? You know, when I lived on Watatsumi Island, I used to just dive into the sea and catch fish with my bare hands. Ja, du bist ja auch ein Hund. Take it from an expert, using your hands to catch fish is nowhere near as fun as using a fishing rod. Just the other day, I caught a fish so big that I didn't even know how to handle it. I even wrote a letter to Yae Publishing House about it. Du hast einen Brief ans Verlaghaus Ja geschickt, weil du nicht wusstest, wie du diesen riesigen Fisch zubereiten sollst? Okay. That's an unusual problem to have. Huh? A big fish? How come you didn't tell us? Paimon could have helped you eat it. Ich glaube, das Essen ist nicht das Problem gewesen. You wrote a letter to Yae Publishing House? Oh, you bet I did. I wrote to the That's Life column and asked Miss Hina for advice. Ah, she's so amazing. She got back to me really quickly, too. Huh. What a coincidence. I do some part-time work there, and I recently received a similar letter. Ja, dann wird da nicht die gute Hina beantwortet haben. You mean the letter was about dealing with a giant fish they caught? No. Could it be? Could it be that there's someone as good at fishing as I am? Oh, not on my watch. Hey, you all go enjoy the festival. I'm gonna get out there and catch an even bigger fish. Wow. Wie doof kann man sein? Just you wait. I'll be inviting you all to my fish feast. Aw, the string snapped. I was so close. Nicht weinen. Yoimiya, this is more difficult than it looks. Can you really fish out these water balloons with a string? Don't worry. Let me show you a little trick. Just remember that your hand has to be quick. Typisch, Mann, es geht wieder nur um die Größe. Ja. Yo-Yo Tsuri! Paimon's seen this game in some light novels before. Do you want to give it a shot? Close one eye, aim carefully, and fish it out quickly. Oh, it looks kinda tricky. Paimon will let the traveler try. You have to catch at least 3 water Ja, balloons danke, since there's 3 dass of ich das us. machen darf. But Yoimiya, if I close one eye, I won't be able to see anything. Da hat er recht. Ich will einen blauen. This ramen is so good. Boah, ich krieg Hunger. Yes, it feels like it's been ages since the last time I had some. You mean you don't get to eat ramen very often, Ayaka? But it's so delicious. Und wir stehen da im Hintergrund und grübeln, wie wir am besten 3 Bälle rausfischen. 3 Ballons. Oh, it's you. We'll need 2 more bowls of ramen, please. Food like ramen and hot pot tend to have a lot of oil and salt, so I don't get to eat them very often. Oh, that's unfortunate. Yeah, now Paimon totally gets why Ayaka would put cake in the hot pot. Huh? Oh, please, no need to bring that up again. Phew, I'm stuffed and feeling a little sleepy. I'm just gonna
take a nap. Du schläfst jetzt im Sitzen. By the way, were there any special stalls at yokai festivals in the past? Yes, but... well, it's a long story. Kriegen wir die zu hören? Es sind einige Stunden vergangen anscheinend. I can't believe you couldn't get a single water balloon. You've gotten rusty. Ey, du hast mir hier den Druck verpasst. Selber schuld. Chizuru managed to finally get one and gave it to Hitotsume Koso. Ich hätte lieber so eine blau-weiße Fuchsmaske. He looked like he really wanted it. But Paimon wanted one too. All right, then I'll catch one for you next time. Yay! Come on now, this is way more expensive than usual. Even if it is a festival, you shouldn't hike up the prices this much. Aber ich muss sagen, von den Masken gefällt mir die Form mit dieser kürzeren und nicht so langen Schnauze ein bisschen besser. Hey now, it costs money to run a stall. I need to raise my prices to help cover the expenses, you know? Fair enough. How about 5 masks for 30% off? Final offer. All right. Na, er kann gut verhandeln. It's so hot. Feels like I'm being roasted Dann here. geh ein Stück nach hinten. Don't get too close. It's better to keep a few steps back. I know. It's just so rare to see such a nice bonfire. I want to get as close as I can to enjoy it. There are many beautiful things in the world. There's no need to be anxious. The festival has only just begun. I was surprised that you didn't even tell your sister. It seems she was quite frightened, too. It would have been uninteresting had I told her what was going to happen ahead of time. Wow, wie nett. Besides, with her friends by her side, she wouldn't ever be too scared. Having a little fright is good to release any tension she might have accumulated lately. Typisch große Brüder. Everything went according to plan. People started to panic as soon as they sensed that they had no idea what was happening. How amusing. Yes, well done. Hey, you two, stop laughing. It was scary. Have you finished exploring the festival? Wir haben beinahe alles einmal gesehen. So, und weil ich nicht weiß, wie lange das jetzt noch geht, ich würde kurz verschwinden wollen, bin aber sofort wieder da und dann kümmern wir uns auch noch um die restlichen Spiele. Also bis gleich. Pazifisten-Modus. Na, wer ist ein fleißiges Rexi? Ich bin es. Ich habe jetzt Doppel-A. So. Himiko, are you okay? This wasn't an accident, was it? Ich bin nicht schuld. Ich leide doch auch. Ich leide. Und ich habe deine Reaktion nicht gesehen. Does this mean the killing game has started again? How could this happen? We swore to each other, didn't we? We swore we'd never let the killing game start up again. Folgt dem Nordwind, denn er bringt dich zum Meer hin, wo ein Fluss entspringt. Schlaf, mein Liebling, ich bin hier. Der Fluss gibt Antwort dir und mir. Seine Wasser, tief und klar, offenbaren dir alles, was geschah. So, bin auch schon wieder zurück. Ui. Man merkt langsam bei mir wieder, dass es so an der Stimme ein bisschen anstrengend wird, aber wir sind hier ja fast durch, hoffentlich. Dann werde ich schauen, an wen ich euch dann weiterreden kann. So, wir haben beinahe alles einmal gesehen. Well then, are you having a good time? Oh. Yeah, it's great. The original Mikawa Flower Festival was much more lively, but even if you could attend the original, you probably wouldn't be as happy as you are now.
Because it's always more fun to enjoy a festival with friends, isn't it? Richtig. Yes. Thank you. Well then, I'm guessing you have something you want to say to her alone. We'll leave you in peace. What did you want to say to us? Ah, you saw through me again. I can't help but feel you somehow know everything. It's not that I know everything. It's just that I've been in your position before. Traveler, do you have a moment? I'd like to talk to you. Alone on the beach. Na gut. Saying goodbye is also part of a festival. Yes. Every celebration must come to an end. I want to become a great Okay, das hatten wir yokai, schon. then I'll be Are you enjoying yourself? How about we go eat together? Ja. Okay, das kennen wir auch schon. Weird. Where did all the fish go? Don't worry. Let's go try another spot. Fangen die jetzt echt an, hier zu angeln, während das Fest stattfindet? Oh, I sure bought a lot of stuff. I'll have to organize it all when I get back. Ja, dann viel Spaß dabei. Aber das hatten wir auch schon. Die beiden hatten wir noch nicht. Die pennt wirklich im Sitzen. One bowl of ramen shouldn't hurt, right? Die macht sich echt Sorgen wegen der Diät. Ach komm, Mädel, du bist schlank. Kannst auch noch ein paar mehr Schüsseln essen. Das bringt dich nicht um. Das ist das, was noch dran ist. So, du willst, dass ich da hinten auf die Insel gehe. Vorhin sind da noch haufenweise Helischole rumspaziert. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich das hier auch noch mit. Hier noch was? Nö. All right, here will do. Thank you for agreeing to come with me. Nicht zu danken. Also, wann immer es wichtige Gespräche gab, habe ich so das Gefühl, dass wir immer auf so einer leichten Erhöhung stehen. Actually, I was delighted when I first discovered that I could take on a human form. I was a yokai derived from a pair of Hagoita who came into being in the middle of a festival. So naturally, I enjoyed the lively festival atmosphere. I wanted to go to more festivals, become friends with humans, and play Akitsu Yugen with them. But every evening, as night began to set in, I'd recall the bitter smile of the old samurai as he set down the Hagoita, and the lonely Kamai sighing as he drank his sake. Then I would wonder, if I became friends with a human, would that person experience the same melancholy in the future? Der Abschied ist immer traurig, aber ich glaube nicht, dass sie die gemeinsame Zeit bereuen, die sie gehabt hatten. As a result, I was convinced that I couldn't do it. I told myself I would not repeat that same mistake. Ich verstehe das. I'm sorry that I spoke so strangely when we first met. I'm sure it must have scared you. I expected you to flee in terror, but when we met again, you acted like you had no trouble being around me. I knew you mistook me as one of the yokai, but instead of telling you the truth, I went and played Akitsu Yugen with you. Warum? I'm not completely sure myself.
Perhaps it's because I've always wanted to be like Kamai and play a Kitsuyugen with humans. Or perhaps it was because I knew I didn't have much time left, and I didn't want to be alone. Anyway, thank you for taking the time to play with me. When we played a Kitsuyugen, Paimon said the loser would have to grant the winner a wish. At the time, I wished for us to never cross paths again. However, you still came and found me. Meaning, you never granted my wish. Natürlich. So, can I make another wish? Let me think. I wish for you to remember me. No. I only have one wish, so I better make it count. Okay. Listen carefully. My wish is... I wish that every day of your journey ahead will be filled with joy, like a festival. Oh. Kann es sein, dass es ihr letztes Festival war? Das erste, was sie mit Menschen gefeiert hat, und das letzte. Ja. Hab voll Pipi in den Augen. Das schafft gefühlt aber auch nur Genshin, muss ich sagen, irgendwie. Gefühlt bei jeder Questreihe, die man irgendwie hat, sei es ein Event, sei es eine Hauptquest, auch Nebenquest teilweise. Ich hab jedes Mal dann irgendwie Pipi in den Augen, jedes Mal. Entweder weil es so schön war wie hier, so eine traurige Schönheit. Oder so eine richtige Schönheit, oder halt wirklich nur traurig. Oh. Genshin schafft es jedes Mal. Na, bist du wieder wach? I've grown taller. Ich würde sagen, sie ist nicht wach, aber ich frage mich, wie sie es hierher geschafft hat. I'm so tall. Everyone else looks so tiny now. Every year when the fireworks go off, I say to myself, another year has already passed. Ja, das hatten wir jetzt auch mit Silvester. Da hat sie recht. As each year passes by, your life gradually approaches its end. But I don't think that's a bad thing. Like I always say, fireworks are for now, but friends are forever. Ja. Das unterschreibe ich so. When Ayato approached me about holding the Test of Courage event, it dawned on me that this would be the perfect opportunity to help Chizuru face her problem. Ja, wahrscheinlich ist sie schlafgewandelt, stimmt. Kamai and the samurai's parting was one of the first things she experienced when she was partially sentient and didn't have her human form yet. This was a very traumatic experience for her, and she could never come to grips with it by reasoning alone. The best option for her was to directly interact with humans. There's no need to feel sad. I believe she was content when she left us. Ja, das glaube ich auch. Auch wenn es traurig ist, irgendwo. Ich meine, die ganze Zeit hat sie immer nur über die Feste gewacht, sozusagen. Es hat nie daran teilgenommen. Und dann hat sie sich dazu durchgerungen, mal daran teilzunehmen. Mit Menschen, mit Freunden. Und dann war es das im Prinzip das erste und letzte richtige Festival, was sie miterlebt hat. Oder wo sie als menschliches Wesen mitmachen konnte. So, did you enjoy the test of courage? Once I learned of the yokai's intentions to hold a festival, I wanted to spread the word and attract people to their event. However, it occurred to me that doing so might be overly ambitious. If we marketed the Mikawa Flower Festival from the get-go, people would have arrived with insatiably high expectations. So I decided on using the Test of Courage's notoriety to attract visitors, and left the rest to the yokai. I had an inkling that their presence would spice up the event. Wow. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß.
Du sagst wieder das Gleiche? Wirst du kommen, wenn wir das nächste Mal das Mikawa Blumenfest veranstalten? Wenn die Entwickler nochmal ein Event dieser Art raushauen, ja. After hearing Chizuru describe the original Mikawa Flower Festival, I wanted to arrange another chance to talk with her about it. I didn't expect that would be our last conversation. Ja, das wäre schon nice. Wenn dann auch richtige Yokai mit dabei wären, wäre das auch cool. Natürlich wäre es wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen komisch und gruselig, aber wenn die Yokai so lieb sind wie hier, unabhängig vom Aussehen, ich glaube, das wäre ein cooles Festival. Ach, wie schön wäre es, jeden Tag feiern zu können. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher, weil du willst ja auch mal Ruhe haben. Du willst ja nicht immer eine Party machen. Ich habe sehr lange geübt, um die Leute erschrecken zu können. Jetzt ist endlich Zeit, sich zu entspannen. Will you have some time in the next few days, Kazuha? I'd like you to work on a case with me. Oh, did you run into some trouble? Not exactly. It's just an old case with almost no tangible leads. But I believe your attuned sense of nature might allow us to discover some new clues. Sure. I can stay after the festival and we can go investigate together. Great. Thank you. My pleasure. It's no trouble at all. Ja, die beiden sind auch so ein Dreamteam, was Untersuchungen anbelangt. Für so einen Fall. Mit den Menschen zusammen zu feiern ist wirklich schön. Lifespans, partings, it really gets you thinking, doesn't it? But, I got nothing. All I know is I'll never regret meeting you. So sollte es eigentlich auch sein. Auch wenn manche Begegnungen vielleicht nicht im Nachhinein das Beste waren und man sich wünschte, gewisse Begegnungen nie gemacht zu haben, haben sie einen ja doch zu dem gemacht, was man letztendlich ist. It was, heartbreaking to learn of Chizuru's story. To be honest, I experienced that same kind of sorrow when I'm on the battlefield. I don't know when I'll lose my comrades, so I try to appreciate every moment. Ich find's auch irgendwie schön, sie hat halt, also Chizuru, die hat halt den Wunsch nicht für sich selbst genutzt, sondern für uns. Obwohl wir ihr den Wunsch ja eigentlich erfüllen sollen. Für sie haben wir ihn letztendlich bekommen. Das ist so schön gewesen. Even though I knew my lord had most likely planned everything before the test of courage even began, I was still caught off guard. But in retrospect, it was a lot of fun. Heute sind die Verkäufe wahnsinnig angestiegen. Wir sind schon fast ausverkauft. Du hast aber noch dieselbe Anzahl an Masken wie vorher da hängen. Kannst also nicht ausverkauft sein. Ich werde diesen Wasserball immer in Ehren halten. Aber warte mal, sie hat doch Paimon was versprochen gehabt. Sie kann das gar nicht mehr halten. Paimon wird von ihr nie wieder so einen Wasserball kriegen. Oh no. Das ist traurig. Das ist traurig. So, dann machen wir jetzt noch die letzten Spiele hier. Feuer, Wasser, Eis. Dann wird es wahrscheinlich genau Feuer, Feuer, Wasser und Elektro sein wohl, ja. Aber wir nehmen einmal alle. Nein.
So, Nummer 1. Also 5 Spiele müssen wir noch machen. Mindestens. Jetzt sind es nur noch 4. Hallo? Okay, wir haben zumindest die Punkte. No! Okay. Das hätten wir auch. Dann sind es doch 3 Spiele. Nee. Doch, 3. Auch mir wieder alle. Kriege ich wieder nicht. Aber wir haben's. So. Letzte Runde auf dem Gebiet. $4.500.
No. Ich glaube, Elektro und Wasser sind die besten Kombinationen hier. Okay, die Punkte haben wir auch sicher. Okay. Haben wir. Sehr schön. Jetzt holen wir noch uns die Punkte ab. Oder die ganzen Belohnungen. So, das müssten alle sein, richtig? Jo. Und jetzt noch zu dem anderen. Wie viel Mora wir auch einfach bekommen. So, und das letzte. Ich glaube, da bleibe ich auch einfach bei Wasser und Blitz, wenn ich ehrlich bin. Sollten wir ja wohl hinkriegen. Moment. Der Bossblock Jungfrau der verlockenden Untiefe kann auf dem Spielfeld eine Vielzahl an Wasserspiegeln herbeirufen. Wenn der Fertigkeitsball auf einen Wasserspiegel trifft, fliegt er daraufhin von der Position eines zufällig anderen Wasserspiegels heraus. Nachdem sie eine bestimmte Menge Schaden erlitten hat, ruft die Jungfrau der verlockenden Untiefe Yugai-Blöcke herbei, um sich zu schützen. Diese Yugai-Blöcke verschwinden, nachdem der Fertigkeitsball oft genug auf Wasserspiegel getroffen ist oder nach einer bestimmten Zeit. Okay. Kriegen wir ja wohl hin, oder? Okay, mache ich sofort. Wir machen das hier noch zu Ende. No. Gott. Chillt mal, Blöcke, chillt. Oder Kugeln, besser gesagt. Oder haut drauf, da, genau. Was, 4 Blöcke? Wo kommt... 4 Kugeln. Warum 4 Kugeln? Ich denke immer nur 3. Hilfe! Wie schnell ist das bitte? Das war zu schnell für mich. Aber wir haben es geschafft. So, Sachen noch abholen. So, und dann müssten wir hier jetzt auch alles haben, richtig? Ja.
Einmal 1, gleich Stufe 7, yay. Okay, noch was? Moment. Nur jetzt aber. Damit ist das auch draußen. Dann würde ich ganz gerne noch bei dem Händler kurz reinschauen. Ich habe nämlich die Sachen hier noch nicht geholt. Das muss ich nämlich noch machen. Dann können wir noch ein paar Ziehungen machen, Leute. So. Okay, gut. Dann schicke ich euch kurz in die Pause. Ich mache die heiße Zitrone. Dann machen wir noch die Gebete und die Dailies. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Also bis gleich. Ich streame doch lieber noch das sehen. This is amazing. Whoever put you together definitely knew what they were doing. Oh, I feel all tingly. You definitely know what you're doing, too. If you keep this up, I just might... Oh! So that's the sound you make when I touch that spot. Good to know. Wir sehen hier gerade einen Menschen und einen Roboter, will ich hier nochmal anmerken. I close the door without a word. Ich bin der Meinung, das normale Spiel, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß nicht mal, ob es eine Foto-Variante gibt. Mia was just doing some maintenance on Kibo's body. That's all it was. Ja, natürlich. Du wirst noch viel erleben. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ein Digimon wird dich begleiten, der beste Freund in allen Zeiten. Ihr seid ein Team, werdet alle Abenteuer bestehen. Gott. Wow, 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 wow. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Wow, 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 wow. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. So, ich will weg von Doppel B und Doppel A. Ich möchte bitte mein S haben. Und das war eigentlich das, was ich als nächstes wollte. Ich wollte mir Handschellen besorgen. So, wir haben jetzt natürlich Samstag. Samstag ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Wo muss ich da hin? Sperma-Shot. Aber der Sperma war so eklig. Weil das war beides mit Baileys und der Baileys bei dem Sperma, der war so klumpig. Das war richtig eklig. Wenn er nicht so klumpig wäre, wäre das mega geil gewesen. Aber ne. Vibration. Du kannst aufhören, Vibration. Könnte mein neuer Dildo sein. So, mein Controller vibriert ohne Ende. Nein. Naja, ich brauche wohl doch Hilfe. Ich brauche spezielle Heilkräuter und Medizin gegen die... Ich bin weggeflogen. Mann! So, ich bin wieder da. Heiße Zitrone ist gemacht. Ein bisschen abkühlen lasse ich so trotzdem. So, ich habe gesagt, wir machen Gebete. Ich habe 5. Ich habe keine Ahnung, ob ich meinen D-Look bekomme oder nicht. Ich glaube nämlich nicht daran, dass ich den jemals bekomme. Dankeschön. Aber mal gucken. Man hat gesagt, dieses Jahr bringt mir Glück. Wollen wir mal schauen, ob ich mit den 5 Zügen hier was Gescheites bekomme. Rex, einen guten Rutsch wünsche ich dir. Ein frohes Neues. Was hast du denn für ein geiles Pikachu? Sieht ja mega aus. Bist du gut reingerutscht?
Und was bin ich froh, dass du Wax im Namen weiterhin beibehältst. Du hast nämlich deinen Namen wieder mal geändert. Okay, wir haben nichts Gescheites bekommen. Schade. Ich werde jetzt aber auch meine Wünsche hier nicht reindonnern. In die anderen. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Also ich bin manchmal immer so dezent am Überlegen, mal ganz ehrlich, ob ich hier spendiere. Dann kriege ich 13 noch raus, aber irgendwie will ich auch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Schwarzstein-Langschwert. Schwarzstein-Schneide. Schwarzstein-Lanze. Das erste Haus wieder angekommen. Wo warst denn du? So, hier haben wir eine tägliche Quest. Ach, vom Vater. Na, was hast du denn für eine schöne Quest? Oh, wenn das nicht der neue Kumpel meines kleinen Mädchens ist. Was heißt denn hier Kumpel? Wenn Kumpeline, bitte. Bist du wieder hier, um mit ihr rumzuhängen? Läuft das Geschäft? Ist Yoimiya da? Seid ihr heute wegen ihr da? Sie ist draußen, um Zutaten zu sammeln. Wo ist sie hin? Was? Wie bitte? Wo ist Yoimiya? Ich kann doch einen Taum jetzt hier nicht anbrüllen mit meiner Stimme. Das geht nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich habe das Mädchen vielleicht falsch verstanden. Ich kann sie nicht wirklich gut hören. Was wollt ihr von ihr? Wollt ihr ein Feuerwerk kaufen und ein wenig Spaß haben? Wir wollen mit dir spielen. Zeit für ein Feuerwerk. Bei meinem Bruder zu Hause haben dort gefeiert. Ganze Familie war da. Oh, also viel Trubel. Bevor sie gegangen ist, hat sie ein paar neue Feuerwerkskörper gemacht und sie in den Laden gestellt. Also nimm sie und hab Spaß. Wo ist das Zeug nur hin? Im Zimmer? Ist das wirklich in Ordnung? Wir haben ihr auch nicht Bescheid gesagt. Schon gut. Es gibt genug Vorrat im Laden. Ihr könnt zum Spaß welche nehmen. Es ist keine große Sache. Außerdem wollte mein Mädchen jemanden dazu bringen, dieses neue Feuerwerkskörper auszuprobieren. Und ihr seid heute gerade rechtzeitig vorbeigekommen, um sie auszuprobieren. Fühlt euch einfach wie zu Hause und nehmt diese Feuerwerkskörper. Kommt später zurück und erzählt mir, wie sie waren. Ich werde es ihr dann weiter sagen. Sie wird sich freuen, wenn sie weiß, dass ihr das Feuerwerk ausprobiert. Ihr müsst es außerhalb der Stadt tun. Das Feuerwerk in der Stadt wird wieder viele Menschen anlocken. Wir dürfen Feuerwerk machen, yo! Hätten wir gestern machen sollen, aber ist wurscht. Wobei eigentlich ja nicht. Eigentlich macht man das ja Punkt Mitte. Also theoretisch können wir das heute noch machen. Haben die das mit Absicht gemacht? Moment mal, Aufträge. Ein Spiel mit dem Feuerwerk. Aha. Hab dann dort noch übernachtet und bin am nächsten Morgen nach Hause gefahren. Ja, okay. Warum auch nicht? Oh, warte, wir gucken. Yay! Oh, kann ich ein bisschen die Kamera wegzoomen? Wartet mal. Geht das? Die ist schon mega weit weg. Oh, nö. Das heißt, damit komme ich nur... Okay, nee, dann kann ich es nicht machen. Schade. Wo ist Neues? Genau. Und ich habe bemerkt, dass es nicht so toll ist, einen Tag vor Silvester die Nacht durchzuzocken. Nee. Definitiv nicht. Wartet. Ich bin bereit. Wo ist Neues? Haben die doch mit Absicht gemacht, oder? Warte, im Dunkeln. Wo ist Neues? Es sieht schon geil aus. Ich will noch mehr. Gib her. Ich will noch mal.
Weil das ist die gesündere Alternative, Feuerwerk zu machen. Für alle. Aber hey, es gab mal wieder ein Spiel, wo es sich lohnt, die Nacht durchzumachen. Welches? Das letzte war Pokémon Schwert mit dir. Also, okay. Du bist zurück, wie war's? Sehr schön. Project Playtime. Sagt mir nichts. Super, nun ist es Zeit für mich zu gehen und den Laden aufzuräumen. Die Zahl der Leute, die kommen, um Feuerwerk zu kaufen, hat in letzter Zeit wirklich zugenommen. Aber sie ist immer noch nicht zurückgekehrt und ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Gib mir Feuerwerk! Darf ich nach dem Feuerwerk fragen? Aber ich krieg kein Feuerwerk. Ich will Feuerwerk haben! Nee, sagt mir auch nichts. Ich krieg kein Feuerwerk hier. Aber wir konnten ein bisschen Feuerwerk loslegen. Oder loslassen. Ach, da oben schon wieder. Muss ich ja schon wieder klettern. Ah, jetzt haben wir auch noch Operation Donnerzündung. Ah, ich brauche dafür bestimmt... Warte mal. Who's our next target? Oder muss ich das damit machen? Was muss ich machen? Moment, schließt die Herausforderung Gegner innerhalb... Warte, ist das hier gar nicht? Ich muss da runter. So. Moment, dann hat sich das mal erledigt. Im Game geht es darum, es gibt ein Monster und 6 Survivor. Das Monster muss versuchen, die Survivor umzubringen, wegen bei die Survivor versuchen, ein Spielzeug herzustellen, in dem sie 6 verschiedene Rätsel sollen machen. Okay. Und du kannst sowohl Survivor als auch der Jäger sein, also abwechselnd natürlich und nicht gleichzeitig. Okay. Stabilize. Teamwork is strength. This moment will be frozen in time. Freeze. One with nature. Mann, der wird schon wieder geheilt. Bist du da, bist du? One with wind and cloud. Solidify. Let's light it up. Dodge this. Into the wind. Order guide. Going anywhere. Oh, so sorry. Freeze. Dodge this. One with nature. Cool it. Time for a break yet. This moment will be frozen in time. Freeze. Quake. No slacking off. Light it up. I'm going in. My work. Finished. Dodge this. Into the wind. I will have order. Stabilize. Fallen leaves. Adorn my night. Freeze. Gotcha. Oh, so sorry. Gather.
No excuse for slacking. You can't run. Da muss ich den hier wieder loswerden. Stabilize. One with nature. Put your back into it. Time to fulfill my duty. It isn't time for a break yet. Solidify. Counterattack. Order guide you. Freeze. I see through you. Frostbite. Teamwork is strength. Killjoy. Into the wind. Just Clouds high. The birds call. Haben wir? Nice. Wollen wir den nächste? Da oben. Ist ja ein blöder Spot zum Hinkommen. Genau, finde aber Survivor besser. Und ich muss sagen, dafür, dass das Game Server-Probleme hat, macht das ganz schön viel Spaß. Und das hast du durchgezockt? Also die Nacht über durchgezockt? Und du schon wieder. Wo bist du? Da bist du. Time to go. Moment. Ich sehe dich gerade nicht. Okay, muss erstmal das Ding da loswerden. Cool it. Freeze. The wind knows me. Stabilize. I will have order. One with nature. So, und jetzt habe ich Zeit, mich um das hier zu kümmern, weil ich glaube... Ich höre nämlich den nicht mehr. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier einmal kurz switchen. Gaido, schönen guten Tag. Schön, dass du wieder zurückgekommen bist. Ich habe es die ganze Nacht gezockt, ja, wo? Könnte ich nicht, glaube ich. Ready to do my up. Ich glaube, das ist der falsche Charakter dafür. Warte mal. Wir switchen nochmal. Zu einem Charakter, den ich eigentlich nicht mag, aber was soll's. Nein. Da. So, Tanuki gefunden. Und dann nehmen wir das nämlich gleich mit. What do you think, cutie? So, aber. Ich würde mich mal in den Log verpissen, zocke jetzt weiter das Game. Dann viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ich werde auch nur die Dailies machen, dann werde ich auch Feierabend machen. Damit ich für morgen für die Arbeit fit bin. Oh, gleich 3 davon. Let's light it up. This moment will be frozen in time. Fallen leaves, adorn my night! I'm going in. Freeze. The wind knows me. So. Unsolicited, and all the more valuable for it. Ich muss sagen, Genshin hat mich nicht mehr... Es war cool vor so 1 bis 2 Jahren, aber mittlerweile spricht es mich nicht mehr an. Du wirst lachen, wir haben heute das Event gemacht und ich habe schon wieder Tränen vergossen. Ich finde es immer noch cool. Es ist halt einfach nur die immens viele Zeit, die dafür halt drauf geht. Wir müssen gleich nochmal die Kiste da holen. Stabilize. Order guide you.
One with nature. As one with wind and cloud. Dodge this. Oh, so sorry. Teamwork is dreamwork. Solidify. This is order. Ich weiß gar nicht, ob die dazugehören, aber wahrscheinlich, oder? Freeze. The wind knows me. Im Prinzip völlig harmlos. Stabilize. Don't get frostbite. Into the wind. Time to go. Haben wir, sehr schön. Auf ihr fallen gelassen haben sie nicht. Cool it. Aber jeder hat auch ein bisschen andere Vorlieben, sage ich mal, was Spiele anbelangt. Also klar, wenn man am Anfang das cool fand und dann halt nicht mehr, dass man dann damit aufhört, ist vollkommen verständlich. Dann haben wir das. So, wohin darf ich denn als nächstes? Ich glaube, 1 ist noch offen. Hier hatten wir 2, das andere war in der Stadt. Da oben muss ich hin. Animo-Gespenst. Sind schon wieder die Banditen, ja. Gut, liebe Banditen, wird Zeit, dass ihr fertig gemacht werdet. Dodge this. My blade. Let's light it up. I'm going in. The wind knows me. Solidify. Cool it. Oh, so sorry. One with nature. Clouds high. The birds call. Order guide. Da haben wir schon. Gut, haben wir schon. Verstanden. Aber hier liegt auch nichts was zum Einsammeln rum. Na gut. Dann zurück und abgeben. Und einmal die hier abgeben, abholen, die Schlüssel. So. Erkundung. Haben wir. Und Belohnungen. Dankeschön. Die Erze. Und das was kann. Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt noch mal... Nee, da fehlen mir 30 für. Ist okay, wir haben noch eine Errungenschaft. Im Prinzip völlig harmlos. Besiege ein Gespenst, das keine Wut angesammelt hat. Ach so. Das habe ich also mal eben erledigt. Okay. Gut, dann war es das tatsächlich schon. Ist halt heute deutlich kürzer, aber ich denke, das ist okay. Bin ja doch nicht ganz so fit momentan. Noch nicht, leider. Aber ich will schauen, dass wir jetzt die Woche wieder vernünftig mit dem Stream weitermachen.
Und dazu muss ich aber auch für die Arbeit natürlich fit sein, weil wenn ich schon streamen kann, dann kann ich auch arbeiten gehen. So fair sollte ich halt meinem Arbeitgeber gegenüber sein. Nichtsdestotrotz, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, jetzt lasst euch mal überlegen, ich habe Donnerstag frei, das heißt den Mittwoch sehen wir uns. Das nächste Mal. Ja, dankeschön. Genau, kuriert euch heute noch gut aus und einen guten Wochenstart. Den wünsche ich ebenfalls, dankeschön. Und dann schaue ich mal, ich denke, wir werden mit Final Fantasy erstmal weitermachen und dem DLC dann vielleicht noch. Oder, nee, Quatsch, ich glaube, wir machen mit Genshin sogar weiter, dass wir noch das andere Event noch fertig bekommen. Das ist es. Und danach mal schauen, wie wir das denn peu à peu alles aufbauen. Ja, dankeschön, Phoenix. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ein Ciao Miau an alle da draußen. Ich schicke euch in den Endscreen und dann werde ich mal reinschauen, an wen ich euch überlassen werde. Wir müssen uns irgendwann noch einen Raid-Spruch überlegen, liebe Leute. Ich weiß nur noch nie, was für einen. Aber irgendwann. Irgendwann. Und dann wird er da reingeknallt. So, wir sehen uns. Bis dann. Genießt auch noch die freie Zeit, bis ihr wieder arbeiten müsst. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.